So, müsste ja live sein. Oh Mann, dann müssen wir wieder umschalten. Let's Play für später. Ah, hier ist so hell. So. Ja, man sieht das auch. Musik ist drin. Oder? Ja. So, guten Abend. Ah, jetzt. Dachte ich schon, hell. Und rein da. Guten Abend. So, wichtigste Frage, wer hat Honkai Star Rail gespielt? Von ein paar weiß ich es ja, aber... ein paar wahrscheinlich nicht. Du kommst da rüber. Du warst ja gleich die Erste, wo ich es gewusst habe. Achso, ja, erstmal, guten Abend, Swanny, Pumpman, falls schon da. Guten Abend, Mel, Lars. Versammlung der Erleuchtung, jetzt verfügbar. Ich habe nicht mehr reingeschaut seit dem letzten Stream. Hatte ich eigentlich vor und dann habe ich es doch nicht. Bin ich da? Oh, man sieht mich heute relativ gut, glaube ich. Warum auch immer. Aber ich bin ein bisschen wieder aus der Mitte, ne? Bin ich dagegen gestoßen? So. Ja. War klar, dass du das sagst. Das Gute, heute hatte ich mit meiner Überschrift eine Ausrede, dass ich zu spät komme. Guten Abend, Pforte. War klar, dass du das sagst, ja. Ey, es war zu viel los die Woche, Mann. Mit Honkai und Xenoblade in DLC. Vor allem, warum kann ich sowas nicht nachts um 0 Uhr starten? Nein, Honkai Star Rail startet um 4 Uhr nachts und Xenoblade, glaube ich, um 6 Uhr oder so. Dachte mir, ihr Penner, ey, jetzt darf ich extra früher aufstehen, oder damit ich die ersten Folgen gleich machen kann. Stressiger Tag. Hat aber Spaß gemacht. Nein, nicht Karte. Das bin ich auf der scheiß Karte. Aktionen. Oh, Pieps ist von Anfang an dabei. Das müssen wir irgendwo aufschreiben. Guten Abend, Pieps. Versammlung der Erleuchtung. Läuft 15 Tage. Ich weiß nicht mehr, was es sein soll. Haben wir nicht schon sowas in der Richtung? Brav schon täglich angeschaut. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt noch 10 Accounts machen und die damit auch noch schauen. Nein, Geschmarre. Das Tosen von Wind und Sand. Müssen wir heute machen? Okay, jetzt schau eine Stunde nochmal vorbei. Ja, dann bis später, Pieps. Geniale Beschwörung, Eskalationsmodus. Spannende Duelle im Eskalationsmodus, kommen wieder zurück in die Taverne zum Katzenschwanz. Zurück? Ich habe nicht mehr gewusst, dass die da waren. Regenlaute Figurenwechsel gilt immer als Schnellaktion, du bist weiter am Zug. Ja, gut, dann ist mir egal, gibt's ja auch bloß. Serpentia auch noch, das ist noch das andere. Das Einladungsereignis ist auch noch vom letzten Mal und das haben wir auch noch nicht angefangen. Guten Abend, Kadi. Ah, ja. Jetzt bin ich mal überlegen, was machen wir. Wir müssen auf jeden Fall die eine Aktion heute machen. Sogar der CSC, frag mich gerade, länger ist das der damals von Dorner. Keine Ahnung, war der nicht auch relativ lange? Nie gespielt, damals keine Lust mehr gehabt, weil mir Xenoblade 2 auf den Sack gegangen ist. Das Kampfsystem ist mir zu langsam einfach. Wann gibt's denn die wieder? Ein Tag, morgen gibt's das. Machen wir erstmal gleich die Dailies, damit wir mal überhaupt irgendwas machen. Inazuma? Ah ja, da. Inazuma. Ach ja. So. Alter, heute waren wir. Meine Schwester heiratet ja. Und da bin ich mit ihrem Freund. Gut, auch ein guter Kumpel von mir.
Aber irgendwie fange ich immer so an. Wollen wir heute Anzug kaufen? Oh, scheiße, kosten die, ey. Da weiß ich wieder, warum ich keinen habe. Aber 3 Stunden waren wir dann. 2,5 zum Aussuchen und dann nochmal, ja, eigentlich 3,5 Stunden. 2,5 zum Aussuchen und eine Stunde waren wir noch, ne, nicht mal ganz eine Stunde haben wir was gegessen und haben drauf auf die Änderung für den Anzug gewartet. Wo ist denn das? Oh, das war da oben. Alter, ich weiß, habe auf jeden Fall wieder gewusst, warum ich nicht gern Klamotten aussuche, Alter. Gefällt mir das von 3 besser? Ja, genau meine Rede. Das 2er ist zu langsam, das 1er finde ich ein bisschen sperrig. Und das 3er, gut, das 3er ist natürlich ein bisschen unübersichtlich mit den 200 Charakteren, die man teilweise hat, aber finde ich, macht mehr Spaß, weil es auch teilweise schneller geht. Was muss ich hier machen? Was haben wir? Elektroteilchen. Was ist denn für Elektroteilchen? Bin ich jetzt ganz bescheuert? Achso, das Ding. Boah, Alter. Bin noch nicht zurückgekommen, wie das stand. Honkai Star Rail finde ich sehr gut. Und der DLC ist auch, der macht echt Spaß bisher. Bei den anderen schon mal. Ja, die passen wie die Faust aufs Auge, die haben beide den Schatten. Falls es die jemals sehen sollten. Winke, winke. Warte, ich habe Zeitvorgabe. Achso, ja. Hallo? Achso, ich brauche das. Alter, was ist heute los, Mann? Ah! Ich meine, ist ja nicht so, als ob man das von mir nicht gewöhnen will. Oh ja, da. Und ab wann bist du dann schwanger? Warte, was? Hä? Was habe ich verpasst? Heute ist die Leitung ein bisschen lang, ich glaube, ich check das gar nicht. Ach, Schwager? Ich habe schwanger gelesen, Alter. Man sollte nicht zocken und nebenbei was überfliegen, Alter. Eieiei. August. Oh nein, nicht der Elektroscheiß. Ich sag ja, lange Leitung. Und lesen kann ich auch nicht. Alter. Aber Schwager und Schwanger, Alter, ist echt nah beieinander, merke ich gerade. Ich glaube, August war es irgendwann. Das war ja sowieso lustig. Die waren ja auf dem, war das ist das Standesamt oder halt das Zeug, wo du halt anmelden musst oder so. Schützt euch kaputt, kann ein Lied vom letzten Jahr singen. Ja, schauen wir mal. Also, die Feier ist also die dann ja standesamtlich heiraten und dann halt in einem, noch so ein Ding halt in dem Garten halt noch. Also, so richtig Kirche sowieso nicht. Fände ich sowieso voll schwachsinnig, dafür Geld auszuhauen, Alter. Bloß damit man das hat. Aber jeder natürlich, wie er mag. Ich brauche einen Windfuzzi, ne? Ja. Alter. Das wird heute nichts mehr, ey. Hey, dir war nix. Okay, finde ich gut. Okay, kostet nichts. Kostet das nicht auch was? Spendest du da nicht dann was an die Kirche oder so? Also kostenlos war ja das auch und das kostet eigentlich auch einen Haufen Geld. Das klingt nach Sinn, heiratet nie, Klamotten aussuchen zu stressig. Würde ich auch nicht unbedingt wollen. Ja, heiraten brauche ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Das wäre für mich eher Steuererleichterung als sinnvoll. Keine Ahnung, habe ich nicht. Also Kirche kostet, glaube ich, auch viel. Also billig ist es, glaube ich, nicht.
Das interessiert mich aber jetzt. Genshin Impact, Trauungsding. Eben. Kosten, kirchlich, Trauung. Ah, okay, viele Bauspender. Dankeschön, immer die Kollekte. Ah, okay, ist wirklich kostenlos. Aber normal spendet man bis zu 50 bis 250 Euro. Wenn Sie eine andere Kirche oder Kapelle anstreben, kann dies eine Gebühr berechnen, bei zwei- oder auch dreistellig sein kann. Okay, so teuer ist es gar nicht, wie ich gedacht habe. Oder was ist sonst favoriert? Nee, es sind schon Frauen. Das Geile ist ja, wir haben ja heute auch, wir waren ja heute zu viert, waren wir ja dann. Ja, ich war im Prinzip die moralische Unterstützung. Spende ja, Gebühr ist nicht verlangt. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn eine Spende nicht verlangt ist und du es nicht magst, bist du ein Arsch. Das ist grundsätzlich so. Das ist ja genauso im Prinzip wie bei Trinkgeld geben irgendwo. Du musst es nicht. Aber du bist ein Depp, wenn du es nicht magst. Ich meine, ich finde es auch in Ordnung, Trinkgeld zu geben, ne? Aber im Prinzip, wenn du es nicht kannst oder magst, schauen dich nicht alle blöd an. Da bist du gesellschaftlich in dem Moment am Arsch. Deswegen finde ich immer lustig, wenn es was sieht. Es ist freiwillig, aber wir werden dich verurteilen, wenn du es nicht magst. Junggesellenabschied, ja, den planen sie auch gerade für ihn. Ich halte mich raus. Ich bin einfach dabei, außer die wollen in irgendeiner Stadt und übernachten, da habe ich keinen Bock drauf. So arschig das dann auch ist, aber das ist mir dann zu übertrieben irgendwo hin und dann wo ist das letzte? Da? Okay. Okay, das Stripper. Nee, heutzutage nicht mehr. Gibt's öfters, aber das ist eher ein Ami-Ding. Oh scheiße, ich muss wechseln. Ah, fuck, ey. Lass mich in Ruhe. Useless. Ey, ist der immer noch dabei? Wie weit folgst denn du mir? Ich pop mich jetzt einfach wieder zurück und dann schauen wir mal, was er macht. Junggesellenabschied in Las Vegas. Alter, das USA interessiert mich halt nicht die Bohne, wenn ich ehrlich bin. Das wäre für mich absolutes Ding. Und für 2000 Euro nach einem Junggesellenabschied machen, das wäre mir sowieso zu teuer. Da fliege ich lieber alleine nach Japan und schicke ihnen ein Bild von mir. Die haben mir heute schon versucht, einen Anzug anzudrehen. Ja, such dir doch einen aus. Hab ich gesagt, nee, sehe ich nicht ein, Alter. Wenn ich für das, dass ich dann wahrscheinlich dann zweimal anziehe. Das ist mir das Geld absolut nicht wert. Und auch für niemanden. Kommt beim Junggesellenabschied schon verheiratet raus. Ja, das Standardding, ne? Von irgendwelchen Filmen. Oh, schon fertig. Dann können wir sie noch hochheilen. Hat einen guten Abend. Lang nicht mehr gesehen. Eigentlich haben wir uns noch nie gesehen. Stimmt, hier können wir die Dinge auch mal machen.
Kimono zur Hochzeit. Nee. Wobei ich die so stylischer finde wie Anzüge. Oh, da waren so viele hässliche Anzüge dort. Holy shit. Es gibt schon echt schlimme Anzüge, ey, wo ich mir denke, wer zieht sich die an? Und dann kostet es halt auch nur 300 Euro. Ein Teil davon. Kommt natürlich wie immer wahrscheinlich von Person zu Person an. Aber manche waren schon... Uah. Quietly now. Here comes the catch. Narben, na gut. Hochzeit, ja, von meiner Schwester. Da war ich heute mit dem vollen Anzug aussuchen. Was hat denn jetzt da so viel abgezogen, Alter? Eieiei. Das haut ganz schön rein. Was war denn das jetzt? Oh, warte, ich bin ja gleich neben so einem Ding. Das ist da oben, da müsste ich laufen, da porte ich mich hoch. Fauler Sack hochziehen. Da. Hä? Der Sack war dabei, deswegen. Ich denk mal schon. Warum bin ich denn so schnell gestorben? So viel zieht doch der nicht ab. Wenn du natürlich von der Luft aus bombardiert wirst, ey, wundert mich das nicht. Elender Drecksack. Schottenrock, ja. Da hoch? Gehen wir da hoch. Halt, ich kann. Ein bisschen höher stellen. Das war ein bisschen zu hoch. So. Dann da. Dass der Mario Bros. Gut 1 Milliarde geknackt in 4 Wochen. Ja, wundert mich nicht. Wundert mich, dass es 4 Wochen gedauert hat. Das da? Guten Abend, Anichan. Abenteuer in den Wäldern. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Was soll ich eigentlich machen? Star Rail Stream. Schauen wir mal. Ah, da ist er. Stimmt, ich suche hier einen Gegner, Alter. Was mache ich da? Star Rail spielen. Es sind mittlerweile schon 6 Folgen raus. Und weitere 4 sind immer noch am... Habe ich gestern aufgenommen. Ich hätte noch eine 7. gebracht, aber ich war dann zu spät dran. Achso, ja, wir machen ja das andere Ding. Da, ne? Stimmt, wir müssen den ja auch noch platt machen. Ich sammle ja immer noch für die Dea. Das sind ja erst ein paar Wochen. Was habe ich mit dem Reise 4 Stream geworden? Noch nicht weitergemacht. In letzter Zeit wenig Bock auf Streams. Der Genshin Stream ist was Besonderes. Und unter der Woche habe ich einfach keine Lust gerade. Ah, fuck, hab ich nicht geschafft heute.
Wie mach ich denn das eigentlich platt? Positions. Busted. 25. Mit dem Charakter oder mit dem Trailblaze? Boah, mit dem Trailblaze, du alter Suchti, ey. Ihr alten Suchtis, ey. Schon auf 25, Mann. Das ist das Spiel seit Mittwoch raus, ey. Claudia, guten Abend. Bist du schnell geschafft? Du bist doch auch schon 24. Fast. Also wie 2 Level Unterschied sind, machen sie jetzt auch nicht raus. Ja, die ersten gehen schnell, aber später wird es ja dann länger. Achso, ja, da. Hä, hast du nicht um... Ja, musst jetzt auf Level 24 kommen. Ach so. Ich dachte, du hast dann bloß noch ein Level, so wie du es geschrieben hast. Ich mag gegen ihn nicht mehr kämpfen, einfach seit wir das mit der Cheat hatten. Können wir die Charakter bitte austauschen gegen ein anderes Modell? Ich meine, sie schaut zwar nicht hundertprozentig genauso aus, aber stört mich ein bisschen. I see everything. That's close enough. Quietly. All my strength. All eyes on me. Here comes the catch. I'm dead. Ja, aber ich denke mal, Adrian meint, dass es einfach schon komplett fertig hat, was bisher an Content raus ist. Ich meine, klar kannst du es nicht durchschaffen, aber du kannst deinen Content in Genshin auch durchschaffen, was bisher da ist. Ihr alten Suchtis, ey, alle miteinander. Hab ich da jetzt irgendwas geschafft eigentlich? Bloß nur das letzte. Oh, 850, ihr Schweine, ey. Schaffe ich auch heute gar nicht. Gut, ich habe auch noch 2 Millionen Aufträge und Erkundungsdinger, Mann. Dagegen bin ich doch wieder harmlos. Ja, es gibt immer einen Schlimmeren. Es gibt immer einen Schlimmeren, grundsätzlich. Und wenn es keinen Schlimmeren in deiner Umgebung gibt, dann gibt es mindestens einen Asiaten, der besser ist wie du. Böses Klischee, aber leider stimmt's öfter mal. V. Sumeru-Rosen. Was die mal alle wollen, ey. Ihr seid in der Scheißstadt, Alter. Kauft euch welche. Sei nicht so böse. Ey, ich bin nicht böse. Ich spreche nur Wahrheiten aus. Take it easy. Der Rasen des Nachbarn ist auch immer grüner. Das stimmt. Take it easy. Ich wäre froh, wenn ich keine Nachbarn hätte. So, jetzt sind wir mit dem fertig. Zack. Vor allem, weil die alle den Dachschaden haben hier. Mein Nachbar baut übrigens einen Wintergarten, da bin ich besonders neugierig.
Dann hänge ich ja nur noch am PC. Ich sehe das Problem nicht. Wie kann man den Trailblaze noch erhöhen? Das habe ich nicht verstanden. Mit allem. Das ist im Prinzip wie bei Genshin Impact die Abenteuerpunkte. Du kriegst auf jeden Scheiß Abenteuerpunkte. Wahrscheinlich sogar auf Atmen. Grob ausgedrückt. Ich meine, jede Aufgabe, die du machst, gibt irgendwas. Gotcha. Ruindrache. Ey, wenn das jetzt der Arsch ist, den wo ich vorhin übrig gelassen habe, ne? Wo ist denn der? Da ist er. Das ist sogar der Penner, weil ich auf der Seite habe ich... denke, Genshin wird bei vielen weniger. Nee. Also Star Rail ist schon beliebt, ja, aber... Genshin hat ja auch eine ziemliche Gruppe, also... Ich meine, so viel werden da jetzt auch nicht weg sein. Und sagen wir mal ehrlich, viel heißt halt, Genshin hat halt 60 Millionen Spieler, ne? Im Monat. Das sind 2 Ruinendrachen, ihr Säcke. Positions. Busted. Game's up. Fun's over. Und ich denke mal, wenn alle Star Rail einigermaßen durch haben, dann warten sie einfach auf neuen Content und spielen Genshin weiter. So. Was soll ich noch machen im Streamchen? Worauf ich Lust habe, keine Ahnung. Was mir einfällt. Und das eine Event auf jeden Fall. Ich spiele Genshin auf jeden Fall so wenig weiter wie vorher. Unter der Woche gar nicht und dafür am Wochenende. Das sinnvoll aufteilt. Ja, eben. Und es werden auch nicht alle Genshin-Spieler Star Rail mögen, weil rundenbasiert ist jetzt auch nicht gerade Standard. Oder... Eigentlich Genshin eigentlich genügend, was er tun kann. Genau. Take it easy. Die Events habe ich doch gesagt. Habe ich gerade gesagt. Ach ja, warte, ihr hört ja das immer ein bisschen später, wie ich sag. Take it easy. Denk mal, habe ich das nicht gerade erwähnt? Na, hier das Legendenauftrag. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt... Die Dinger habe ich gemacht. Ich habe... irgendwelche Errungenschaften bekommen. Okay, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Jetzt machen wir nochmal das andere Viech da unten kalt. Dann gehen wir nochmal das komische Mistzeug sammeln, was wir für die DA brauchen. Und dann machen wir irgendwas Richtiges. Take it easy. A minute to mem. Here. This dance is for you. Share my knowledge. Gotcha. Here comes the So muss hier was Richtiges zählen. Let's play turn a little. A minute. Hör auf, dich immer aufzulösen, du Sack! With all my Das strength. nervt, ey. Ich hab dich doch schon mal geschafft mit einer Runde. Achso, ja, ich brauche Elektroangriffe, um das zu machen. Ja, mir egal. Make yourselves at home. Dance with the waves. game's up. Fun's over. Yeah, yeah. Yeah. Ja. Haben den Nervensäge. Was brauche ich eigentlich für die DA noch alles? Wir sind doch schon jetzt da irgendwo in der Nähe. Na, da ist sie. Was ist das da? Achso, ja. Aufstieg. Boah, das sind immer noch viele, was ich brauche. Und die komischen, jetzt wollte ich schon sagen, Mützen. Hat sich eigentlich wer... Ist der eigentlich jetzt schon raus? Schon, ne? Hä? Der ist ja noch gar nicht raus, Alter. Was war denn das Ganze? Achso, dann war das alles bloß wieder das Vorzeug. Wie lange geht das jetzt noch? 2 Tage. Ah, okay. Dienstag kommt er dann. Jetzt wollte ich schon sagen, wer Beiso schon hat.
Nee. Müll sammeln. Da. Nee, den habe ich noch nicht. Was? Du hast den noch nicht? Ja, er ist scheinbar ein ganz cooler Heiler, ne? Aber Alter, nee, der geht bei mir halt gar nicht, der Kerl. Wenn nicht meine Klasse Nilo. Nix geht über Nilo. Komischer Kauz. Alter, mir haben schon die 2 Minuten, was er in der einen Quest war, gereicht, um zu wissen, dass er ein komischer Kauz ist, Alter. Der ist. Also ein Freund bin ich von ihm nicht. Ich finde seinen Koffer cool. Ich will seinen Koffer haben. Können wir den nicht einfach nehmen und jemand anderen geben? Ihn verbuddeln wir irgendwo im Sand. Hör auf, runterzutauchen. Ich will dich da einspinnen. Hey! Hold the line! Take it easy. Hä? Du Sack jetzt. Da, jetzt ist dein Scheiß. Oh, habt ihr in das habe ich gestern entdeckt, Alter, ich habe mich so kaputt gelacht, ey. In Honkai Star Rail mit... Ich meine, wenn ihr schon den ganzen Mist habt, dann seid ihr sowieso schon. In der Stadt Ballerborg oder wie das blöde Ding heißt. Alter, der Name ist so dämlich. Habt ihr das mit den Mülltonnen und so gemacht? Alter, ich habe mich so weggelacht, ey. Oh mein Gott. Also man kann ja die Mülltonne ansprechen in der Stadt. Oder die Briefkästen. Das ist teilweise so banal, aber so bescheuert einfach, dass es einfach nur schon wieder geil ist. This dance is for you! Die Tonnen, ja, alle. Da gibt's ja, jeder hat ja irgendeine andere Dinger. Ich glaube, ich habe alles zweimal abgesucht. Die Toilette, nee, Toilette kenne ich noch nie. War die auch im Schrank? Wenn ihr das erste Mal, wenn ihr in dem Hotel Goethe seid. Das ist ja mal so geil, Alter. Ja, was wollt ihr jetzt von mir? Hört mal auf, jetzt da wieder aufzutauchen. Einmal tot heißt tot. Rest and rebuild! Gotcha. Grow! Yeah! Das war so geil, Alter. Ich habe mich gestern so weggeschmissen. Ja, ich bin jetzt gerade frisch im Untergrund, also das ist jetzt... Ja, die Dialoge sind witziger und besser als Genshin, ja, da muss ich zustimmen. Genshin nimmt sich da zu ernst manchmal. Und zu ausschweifend. Wobei ich nicht weiß, ob das in dem Ding auch schlimmer wird. Aber Honkai Star Rail kann sich halt mehr auf die Szenen konzentrieren, als statt auf die Welt. Ist halt der Vorteil, du hast da keine Open World einfach. Nein, 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 nein. Du kleines Arschloch. Ist auf der Station. Na, alles, glaube ich, habe ich da nicht angeschaut. Ach so, ja, da habe ich nicht viel geschaut. Ah, jetzt bin ich hier. Ja, komm, wir machen dich auch mal kalt. Du sitzt da immer einsam und verlassen mit deiner Truhe. These are about to get dicey. Easy money.
Ich wundere, dass ich das immer noch nicht gemacht habe. Ah, erwischt. Da ist noch eine. Oh. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Ah, stimmt. Ja, als Piebald würde ich sie nicht bezeichnen. Sie ist eher wie eine leicht aufgedrehte Ramber. Oh, da ist auch so ein Ding, hab ich noch nicht geguckt. Und wupp. Wo sind meine komischen Eierdinger da? Los, her damit. Gotcha. Schweinerei, hier sind keine. Dafür klaue ich mir die Schmetterlinge. Kleinen Säcke, ey. Da, geh da rein, ich werde hier von allen Ecken attackiert und du lässt dir so viel Zeit, du dämlicher Geist. Easy Wow. money. Oh, scheiße, das ist Sackgasse. Da macht was er wollte da unten, ihr dämlichen Pilze. Gotcha. Was war das jetzt? Take it easy. Geht's da nochmal runter? Das sind lauter überall welche. Was wird denn du, komischer Vogel? Wobei es ja eher ein Skorpion ist. Da komme ich noch nicht durch. So haben wir da alles. Da ist noch was. War da oben noch was? Da ist der Käse. 5 von den Scheißdingern haben wir jetzt eigentlich. Mach schnell, bevor die dämlichen Viecher kommen. Da ist er. Ausstieg. 30? Ich komme mir vor, wenn ich schon 100 Stück sammelt hätte. Wow. Dämliche Drecksdinger. Und da geht's ja wieder in die andere Richtung. Kein Bock mehr, wir machen jetzt das andere Viech nochmal kalt und dann machen wir mal was Richtiges. Der ist in einer Woche auch noch da. With all my strength. Committed to memory. Busted. Here comes the Ich cat. würde sagen, wir sammeln gehen noch komische Bosse besiegen. Oh, das musst du hundertprozentig auch irgendwann. Oder hast du... Sadok, guten Abend. Oder hast du einen Charakter auf 90 schon? Würde mich nicht wundern, wenn es auch noch kommt. This way through the river. Yeah, row. Gotcha. Winging it wasn't the best idea. Allow me. Turn, refuge. Quietly now. Committed to memory. Dance with the waves. Here. Things are about to get dicey.
So, jetzt haben wir das auch. Was ist hier schon wieder los? Die Spieler an, 4 Missionen. Habe ich das eigentlich abgeholt? Ich glaube nicht, ne? Gibt es eigentlich nur diese eine Welt oder kommt man danach nochmal auf eine? Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Gibt es wie in Genshin 2 Welten oder nur eine? Also, und ich zähle jetzt nicht die Raumstation dazu. Add as. Thank you for. Add as. Achso, das dachte ich schon. Hä, was ist das? Add as. Ah, okay. Ja, mich hat es bloß interessiert, ob es da mehrere Dinger gibt. So, jetzt haben wir das da. Stream passt auch so alles soweit. So. Jetzt gehen wir kurz noch so einen Teleporter hin. Da. Lade mich auf. Dankeschön. So. Das Tosen von Wind und Sande. Das hat wahrscheinlich erst hat es erst angefangen? Oder wie lange? Nee, ich lasse es lieber mal. Das machen wir dann nächsten Wochenende. Das Tosen von Wind und Sand. Warte mal, da muss ich erstmal. Oder nee, machen wir es anders. Ganz kurze Pause und dann geht's gleich los. Oder weiter. Oder so. Genau. Warte mal, wo ist das? Da. Okay. Dann. So. Dann fangen wir nochmal an. Das Tosen von Wind und Sand. Aktionsdetails. Das ist auf einen besorgt aussehenden Gelehrten. Ja, die schauen immer alle besorgt irgendwie aus. Die haben alle irgendwie Dreck am Stecken oder machen irgendeinen Käse da unten. Oh nein, diese besorgten Gelehrten. Ist das nicht die
Oh ne, das ist eine andere. Dieser Dummkopf ist einfach in die Wüste gerannt. Bitte, Bruder Vogel, ihr müsst ihn retten. Tut mir leid, aber die Stärke unserer Garnison im Dorf ist begrenzt und wir müssen ja auch gegen sie verteidigen. Da kann ich niemanden erübrigen. Aber dieser Nah ist hat so aufopferungsvoll gegen sie gekämpft, um unsere gemeinsame Sache willen. Und nicht so, dass wir es nicht wollen, aber die Wächter sind über die ganze Wüste verteilt und überwachen ihre Bewegungen. Außerdem braucht es auch Zeit, die ganzen Leute zusammenzutrommeln. Wie konnte das nur passieren? Um Hilfe aus dem Karawanen-Ribat anzufordern, ist es auch schon zu spät. Braucht ihr Hilfe? Herr, ihr seid ein Abenteurer auf der Durchreise. Und seine beste Freundin Paimon, der silberne Satellit, oder wie war das? Abenteuer wirklich? Den Himmel sei Dank, endlich gibt es Rettung für Vinajak. Okay, läuft. Herr Abenteurer, bitte rette Vinajak. Für eure Entlohnung sollte gesorgt sein. Sagt mir zuerst, was überhaupt passiert ist. Also jetzt, da sie die Wüste unsicher machen, ist es viel gefährlicher geworden. Es ist schon besser... Wer ist denn sie, Alter? Es ist schon besser, wenn sie die beiden die ganze Geschichte kennen, bevor irgendwelche Pläne geschmiedet werden können. Oh, ihr habt ja recht. Es tut mir leid, ich mache mir nur Sorgen. Du kannst mir auch einfach sagen, wo ich suchen soll und ich hau alles andere weg. Wer sind denn Sie, von denen ihr gerade gesprochen habt? Ein Schwarm Wehen oder aus irgendeinem Grund verhalten sie sich in letzter Zeit aggressiver und lauern in Sandstürmen auf ihrer Beute. Aber das sind doch nur Würmer. Aber dieses Mal sind es einfach zu viele. Ja, es sind halt einfach viele Würmer. Es ist schwer, sie im Schutz des Sandsturms zu erwischen. Sobald sie Gefahr spüren, verziehen sie sich augenblicklich wieder. Aber, oh, das ist wirklich knifflig. Es ist ja nicht nur das Autodorf betroffen, sondern auch Karawanen. Deshalb wurde Vinjak und von der Akademie hergeschickt, um diese aggressiven Vener zu kümmern. Aber einige unserer Komponenten wurden durch einen Sandsturm in der Wüste verstreut, als eine Karawane auf halber Strecke von den Venut angegriffen wurde. Und jetzt befürchte ich, dass sie zum Spielzeug dieser Monster geworden sind. Ich wollte eigentlich in Karawane Rivat um Hilfe bitten, aber wer hätte ahnen können, dass Vinajak nach all den Jahren immer noch so stur wie eine Maschine ist wie eine Maschine. Sagt, er wollte seine wertvollen Komponenten bergen und ist allein in die Wüste gestürmt. Ach, sollen die Monster ihn doch holen. Ja, dann brauchen wir nicht mehr retten. Was machen wir sonst so aus? Wenn wir nichts unternehmen, ist nicht nur der Gelehrte in Gefahr, auch das Problem mit dem Venut wird dadurch nicht gelöst. Dürfen diese Bedrohung für die Wüste nicht ignorieren. Danke, vielen Dank. Tut mir leid, die Worte sind mir gerade im Ärger rausgerutscht. Ich werde euch die Position des Überfalls auf der Karte markieren. Bitte findet ihn schnell und so schnell wie möglich. Hoffentlich ist sein Gehirn noch nicht so eingerostet, dass er mitten zwischen diese Monster gestürmt ist, um seine Komponenten zu retten. Die Gelehrten haben alle ein wenig an Schatten. Aber Alter, sie ist nicht so hart ausführlich gewesen. Was ist los nochmal? Erzählt sie mir noch eine Stunde, was abgeht. Am besten noch die Lebensgeschichte und wie die Akademie gegründet wurde. Aber wir müssen halt schnell handeln. Da kann sowas schon mal... Hey, da oben ist was. Hä? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Wo geht es da hin? Jetzt geht's hier nach oben? Was passiert hier gerade? Da geht's nicht weiter. Und wie weit geht's nach links? Hä? Jetzt sind wir oben. Ja, was ist hier oben? Hier ist doch nichts. Da ist eine scheiß Wand. Uah. Ah, verdammt. Ich wusste, ich falle irgendwo runter. Dass die alle immer so eine Bobfrisur haben. Diese Seite anschleichen, das Gelände als Deckung nutzen, solange die Sonne nicht gehört, steht alles, ich nicht langsamer bin als, nein, das funktioniert auch nicht. Was hast du vor? Ein Weg, die Komponenten zu bergen, ohne mit Monstern in Berührung zu kommen. Dank der Venus liegen meine kostbaren Komponenten jetzt zwischen diesen ganzen Monstern verstreut. Oh, wer seid ihr? Seit wann seid ihr hier? Weil wir haben dich schon eine ganze Weile belauscht. Das hört sich echt nicht gut an. Keine Angst, wir sind keine Schurken, deine Gefährtin hat uns geschickt. Gefährtin etwa Shiria? Nein, sie sagt doch, dass es ihr egal wäre, wenn mich die Monster schnappen würden. Ja, ist uns eigentlich auch egal, aber wir müssen das machen für den Loot. Ich verstehe, ihr sollt die Komponenten für sie bergen. Ob die Monster mich erwischen, ist egal. Hauptsache die Komponenten werden gerettet. Nun, genauso hätte ich sie sagen können, typisch Shiria. Denk, was du willst. Jedenfalls bin ich euch dankbar, wie ich es auch drehe und wende, es funktioniert alles nicht. Also wollte ich einfach losrennen und dann weitersehen. Eine falsche Bewegung und die Monster haben mich.
Ach, wenn das auch nicht tue, so ungeschickt wie Shiria ist, wer sonst soll sich denn um die Maschine kümmern? Paimon kann verstehen, warum sich Shiria große Sorgen macht. Der wird überhaupt so. Shiria. Okay, Shiria. Wirklich nur Maschinenkomponenten im Kopf. So, lass uns schnell die Komponenten holen, bevor er sich wieder ins Unglück stürzen will. Während der Herausforderung befindet sich über einigen Vierblatt-Symbolen Treffersägen, sammelt diese Sägen ein, um beim Angriff aus dem Fall an der Einschlagstelle eine Druckwelle auszulösen, die Gegner in der Nähe physischen Schaden zufügt. Während der Herausforderung befindet sich über einige Vierblatt-Symbole Treffersägen. Hä? Ist das nicht einfach dasselbe gerade gewesen? Navigating the world Mit is dem a anderen Bild whole lot einfach? easier with a few different identities to choose from. Okay. Need me to come up with some for you? Ist das nicht einfach hier? Achso, ja. Oh, sehr gut, dann setz dich auf dich. Du sollst dich nicht auf mich draufsetzen. Was? Katalysator verursacht einen Schaden am Ding. Eigentlich mal bloß so. Busted. Und Big fertig. I see everything. Here comes the cash. Kannst du mal aufhören jetzt. Der hab ich doch gar nicht getroffen, dieses Sau. Immer diese Bescheißer hier. Hol die Vorrichtungskomponenten zurück. Ich könnte auch einfach hingehen und die mitnehmen. Nächsten Ort hol die Komponenten. Ach so. Ah. Everyone hold hands. With all my strength. I see everything. Und zack. Was ist das da hinten für eine Mauer? Everyone hold hands. Alter. Positions. All eyes on me. Oh, hey, komm, was geht? Things are about to get dicey. Committed to memory. Ja. Ist da nicht eine Truhe gekommen? Ich will meine Truhe haben. Oh, vielen Dank, tapferer Abenteurer. Alter, die Dinger sind bestimmt schwer gewesen. Sehr gut, es war nicht so lange und die Komponenten sind noch nicht zu sehr beschädigt. Sie müssen nur etwas repariert werden. Vinayag beginnt mit den Maschinenkomponenten herumzu... Vinayag? Gleich fast fertig. Vinayag. Boah, Shiria, seit wann bist du hier? Während du an den Komponenten bastelst. Sagst du nicht, es sei wegen der Monster zu gefährlich? Wieso bist du dann selbst gekommen? Ich habe mich um die Komponenten Sorgen gemacht. Wenn sie verloren gewesen wären, hätte ich doch nicht mehr an der Akademie zurückkehren können. Ha, habe ich doch gesagt. Schau, sie sind alle da. Noch ein bisschen Feintuning und wir können sie zusammensetzen. Und wo sind denn nun eigentlich diese Komponenten? Oh, das habe ich euch ja noch gar nicht erklärt. Es sind die Wen- und Kammerjägerkanone. Was? Damals unser Abschlussprojekt. Wieso habt ihr denn so ein spezifisches Thema gewählt? Wenn du schon mal über das Abschlussthema gegrübelt hast, dann weißt du warum. Aber das ist nicht wichtig. Wenn ich mich offiziell vorstellen darf, ich bin gelehrter Shiria und habe am Amurat-Institut meinen Abschluss in Wüstenbiologie und Ökologie gemacht. Aha, und das sagt uns jetzt was, außer dass es einfach nur länger wird mit dem Text. Dieser Nerd hier ist hat angewandte Vorrichtungstechnik am Ksharewa-Institut studiert. Wo sollen die denn sein? Ich heiße Vinayag. Vielen Dank für vorhin. Eure Studieneinrichtungen sind ja völlig verschieden. Wie kann es denn zu eurer zusammenarbeiten? Na, fang bloß nicht damit an. Mit diesem Typ zusammenarbeiten, um das Projekt abzuschließen, war zweifellos mein größter Fehler während des Studiums. So kannst du es auch wieder nicht sagen. Haben wir denn nicht beide bestanden? Na klar, hast du mal ausgerechnet, wie lange nach unserer Kommilitonen aus dem gleichen Jahrgang als das war? Ach, nach. Bestanden ist bestanden, oder nicht? Ich habe gehört, einige haben erst letztes Jahr mit ihren Abschlussarbeit angefangen. Ach, genug davon. Für diesen sinnlosen Streitigkeiten hatten wir während unserer Studienzeit schon genug. Aber du hast doch immer damit angefangen. Unsinn, als wir den ersten Prototypen bauten. Seid ihr bald fertig? Oh, wie Hund und Katz. Das hat sich die Akademie gedacht, euch zusammen auf diese Mission zu schicken.
Eigentlich wurden wir nicht von der Akademie hergeschickt. Tatsächlich oblag diese Angelegenheit voll und ganz der Verantwortung Kunaras aus meinem Institut. Man könnte sagen, er ist der Mentor meines Mentors und er war auch bei unseren Abschlussverteidigungen dabei. Danke für diese sinnlosen Infos. Lass uns weitermachen. Es muss ungefähr zu dieser Zeit gewesen sein, dass er gemerkt haben muss, dass junge Studenten der Akademie die Venut-Kanone gebaut haben. Also hat er uns mit der Begründung hergeschickt, mehr junge Studenten brauchen die Gelegenheit zu glänzen, damit wir uns der Sache annehmen. Seit unserem Abschluss haben wir aber kaum mehr ein Wort miteinander gewechselt. Selbst mein Mentor konnte er überzeugen, Hust, aber ich werde diese Gelegenheit beim Schopfe packen, auf dass die Venut-Kammerjägerkanone wieder das Licht der Welt erblickt. Wenn sie zusammengebaut ist, werden wir dieses Ungeziefer Beine machen. Fängt dieser Nerd schon wieder an? Ich wollte jedenfalls herausfinden, warum die Venut überhaupt durchdrehen, damit wir das Gleichgewicht in der Wüste bewahren können. Herr Abenteurer, du scheinst dir einiges drauf zu haben. Können wir dich anheuern, um uns während unseres Aufenthalts in der Wüste zu beschützen? Kleinigkeit. Keine Sorge, die Akademie ist bei dieser Unternehmung keine große Hilfe, aber unser Budget ist nicht schlecht, auch wenn schon jemand den größten Teil davon verbraten hat, um die Maschinen nachzurüsten. Das war alles notwendige Verbesserung. Du redest doch sonst immer so fein daher. Warum wirst du dann immer so sarkastisch, wenn es um mich geht? Na, die Person, um die es geht, muss es sich verdient haben, dass gut über sie gesprochen wird. Die beiden fangen schon wieder an. Können wir erst über die Arbeit reden? Oh, Entschuldigung. Die alten Probleme aus Studienzeiten. Ihr gebt mir auf den Sack, wisst ihr das? Komponenten müssen für die weitere Justierung ins Aru-Dorf gebracht werden. Wir können sowieso erst morgen anfangen, sie zusammenzubauen. Geplant, die Venut-Kammerjägerkanone dort aufzubauen, wo sich auch Venut aufhalten. Ach nein, dass wir sie jetzt in den Wohnstadt aufbauen, ist mir schon klar. Es könnte sein, dass wir durch unsere Aktivitäten weitere Monster anlocken und die muss sich dann kümmern. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Kein Problem. Na gut, ziehen wir es durch. Alter, ihr scheiß Nervensägen. Könnt ihr mal aufhören, mich so voll zu sülzen? 8 bis 12 war es, glaube ich, nur. Fuck. So. Ah, verdammte Nervensägen, ey. Sprich mit den beiden Gelehrten. Muss ich wirklich? Kann ich nicht einfach irgendwo... Natürlich stehen die jetzt da. Warum sollten sie nicht da woanders sein? Nein, die müssen da hinten sein. Verdammte Nervensägen. Was schleicht denn hier einer von den Fatui-Spastis rum? Hey! With all my strength! Hands with the waves! Quietly now. Ja, nicht anders verdient hast du es. Story, wenn es noch eine Story wäre, ne? Oh, es ist zu gefährlich in der Wüste. Wir stellen uns mal alleine zu zweit irgendwo in die Wüste. Ja, macht Sinn. Was für 4 Blatt. Ach, da oben wären die gewesen. Wow. Ja, aber jetzt auch nicht viel schneller. Sogar Nieten bestellt, das verbessert ja nochmal die Leistung, oder? Ihr seid 2 Nieten. Nietenpanzer sind in der Baulehre eine Zierde. Ihr macht seit gestern die Abrechnung. Oh, ihr seid schon da, nicht wirklich. Das Problem mit den Geldmitteln haben wir ja schon gestern gelöst. Wir haben eigentlich gerade ein anderes Problem diskutiert, aber dass ihr zu viel labert vielleicht, das ist auch ein großes Problem. Noch wieder auf Geldmittel gekommen. Anderes Problem? Ich habe sogar die Nahtstelle blank poliert, aber Shiria will die Sache abblasen. Nicht abblasen, nur verschieben. Hast du nicht gemerkt, dass etwas mit der Umgebungsparameter nicht stimmt? Wenn wir jetzt mit der Installation fortfahren, werden wir die Berechnung und Ladungsleistung nicht erreichen. Wir müssen zuerst herausfinden, was hier los ist, um alle Einflussfaktoren beseitigen. Ihr seid Einflussfaktoren, wir könnten euch jetzt einfach beseitigen. Lasst mich einfach irgendwelche Monster schlachten. Wir können mit der planmäßigen Montage fortfahren. Bevor das eure Umgebung von der idealen abweicht, da kommt es doch nicht aufs Tausendstel an.
Ich habe beim Entwurf eine Feldertoleranzspanne eingeplant, die für unsere jetzige Situation vollkommen ausreicht. Außerdem muss man manchmal auch einfach testen, um zu erkennen, wo das Problem liegt. Grund, warum du damals den Test erzwungen und Einheit 2 in die Luft gejagt hast? Das war doch etwas vollkommen anderes. Damals war mir noch nicht klar, dass wir eine Fehlertoleranz berücksichtigen müssen. Gibt es überhaupt ein vollkommen sicheres Testverfahren? Lass mich mal nachdenken. Vielleicht können wir die Abschlussfunktion des Kanonenturms vorübergehend deaktivieren und den Ladeprozess simulieren. Nein, ich vertraue dir nicht. Ich werde das Zündmodul besser aus dem Turm entfernen und bei mir behalten. Die anderen Komponenten kannst du alle montieren. Das Zündmodul entfernen? Das ist die Wen- und Kammerjägerkanone, nur noch eine leere Hülle. Wolltest du nicht das Aufladen testen? Denkst du also immer noch daran, sie zu zünden? Deaktivieren wir vorerst die Abschlussfunktion. Na gut, dann ist es eben ein Montagstest. Warum nicht gleich so? Wir müssen damit rechnen, dass einige Monster durch die Montage angelockt werden, dann brauchen wir dich, Abenteurer. Ja! Macht einfach. An der Venut? Ununterbrochen Angriffen Überfälle verüben. Apparat und die Venut Kammerjägerkanone brauchen ein sicheres Einsatzgebiet. Besiege erst alle Gegner Umgebung erst, dann kannst du sie aufstellen. Okay. Ja, bin ich. So, halt's Maul, los geht's. Everyone hold hands. Gotcha. Game's Oh. up. Fun's over. Und plopp. Quietly now. I see everything. Things are about to get dicey. Hey, Oh, ich bin fast down. Ja, da drüben ist ja nochmal was. all my strength. Covenant of the deep. Let's move out. Everyone hold hands. Game's up. Fun's over. Winging it wasn't the best idea. Alter, warum hat er denn jetzt nicht gewechselt? All eyes on me. Ja, ich weiß nicht, manchmal spackt es einfach beim Wechseln, der ganze Käse. Ups, falscher Knopf. Hä? Warum ist denn da nichts? Na. Ich hab sogar, der Venus stört uns. Ha, hätten wir nicht gerade die Zündmodule entfernt, hätten wir einen einfach vernichten können. Jetzt ist er entkommen, es wird mindestens einen Tag dauern, bis er sich wieder zeigt. Du wirst doch nicht, dass wir uns morgen wieder mit dieser Kleinigkeit herumschlagen und ihn wieder entkommen lassen. Aber die Parameter. Ich habe es getestet. Die Ladegeschwindigkeit ist zwar etwa geringer als vorgesehen, aber das würde den Einsatz nicht beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko gibt es auch nicht. Ja, ich weiß ja, du hast vor der Start erst alles analysieren wirst, aber du weißt doch auch, dass die Realität nicht immer alles nach Plan läuft. Wenn wir uns die Gelegenheit gehen lassen, weil wir jegliches Risiko vermeiden wollen, dann kommen wir in die gleiche erbärmlichen Verzug wie damals bei der Zwischenverteidigung. Und dann bekommen wir noch größere Probleme. Soll das nicht irgendwie Vereidigung heißen oder so? Keine Ahnung. Ach, na gut. Hier das Zündmodul. Super, morgen verpassen wir die Wen- und Kammerjägerkanone endlich die Durchschlagskraft. Ich werde die hier vorher noch einmal im Aru-Dorf durchtesten. Die Wen- und Kammerjägerkanone sollte bei ihrem ersten Auftritt auf alles vorbereitet sein. Warum gibt es diese Abweichung der Umgebungsparameter? Warum haben die Venen überhaupt angefangen, verrückt zu spielen? Wir dürfen diese Frage wirklich nicht ignorieren. Herr Abenteurer, bitte komm morgen wieder. Wir werden nicht weiter zutexten, weil sie uns nicht erklären können, was abgeht. Let's move out. So.
8 bis 12. Eieieiei. Warum sind sie denn jetzt da drüben? Scheiß Nervensägen. So, wollt ihr weiter Mist labern? Abenteuer, da bist du ja. Wir wollten gerade in dem Monat... Moment beginnen? War da ein Monat gestanden oder bin ich jetzt ganz blind gewesen? Egal. Wenn alles glatt geht, kann dieses Biest heute etwas erleben. Während der regulären Ladephase können wieder Monster auftauchen. Überlasst es mir. Vielen Dank. Eine tolle Idee. Oh. Ich habe jetzt gehofft, das wäre jetzt gleich zu Ende. Das war, oh geil, die halten sich kurz. Tolle Idee. Du hattest wegen der Kammerjägerkanone so viel um die Ohren, deswegen solltest du die Ehre für den ersten Test haben. Willst du das nicht selbst machen? Ich bin zufrieden, wenn ich die Schüsse landen sehe. Wenn du anderes den Zünder bedient, können wir außerdem die Schüsse von ihrer ganzen Pracht bewundern. In ihrer ganzen Pracht. Hust. Oder so. Du musst den Aufladeapparat nur von den Monstern beschützen. Wenn er vollständig geladen ist und sich der Veno zeigt, dann verpasst du der Kanone einen harten Schlag. Leg das Zündmodul in die Korrektureinrichtung für dich. Das klingt ja toll. Gut, ich bediene sie. Machen wir so. Alles klar, go. Andere Venut können manchmal in einen Zustand der Wut verfallen, indem sie auf Abstand gehen und sich mit Distanzangriffen traktieren. Im Zustand können sie nicht auf die übliche Weise bekämpft werden. Es gibt nicht mal eine übliche Weise, die zu bekämpfen. Die Venut-Kammerjägerkanone ist die einzige Waffe, mit der man die andere Venut vernichten kann. Nutze die Aufladeapparate, um die Kanone vollständig aufzuladen. Denn nur dann kannst du sie abfeuern. Bedenke aber, dass... Ach komm, leck mich jetzt. Lass mich einfach machen. Psch, psch. Sei einfach ruhig. So habe ich auch reagiert. Everyone hold hands. Things are about to get dicey. Hä? Okay, wen du an die Felsen anzugreifen, warte, bist du. Ach, da. I see everything. Positions. Hey. Everyone hold hands. Dance with the waves. Hold the line. Let's move up. Gotcha. Los, greifen wir an. Voll aufgeladen, geht zum Turm und schießt. Wie das Ding sich halt auch extra aufstellt dafür. Kammerjägerkanone, das ist ein fetter Laserstrahl, Alter. Das ist auch geil. Kammerjägerkanone, erstmal einen fetten Laserstrahl abfeuern. Hast du gerade gesehen, unsere Venut-Kammerjägerkanone ist wirklich eine epochale Konstruktion. Alter, damit kannst du auch Krieg führen, wenn du willst. Wenn alle Mentoren, die bei unserer Verteidigung waren, das sehen könnten, würden sie vor ihrer verstaubten Sichtweise geheilt.
Es ist tatsächlich alles reibungslos verlaufen. Ich hatte immer noch mit dem 8%igen Risiko gerechnet, dass sie dasselbe Ende nimmt wie Einheit 3. Aus Fehlern wird man klug, ich habe meine Lektion gelernt. Wie viele Unfälle gab es denn damals? Egal, jedenfalls war der Test erfolgreich. Los, jetzt wo wir einmal in Schwung sind, lasst uns noch einen an einem anderen Ort testen. Die Zeugen haben berichtet, dass es in der Umgebung noch mindestens 1 Dutzend Venot gibt. Warte, Dutzend? Du wirst sie doch wohl nicht einen nach dem anderen ausschalten, das dauert doch ewig. Was? Wo liegt das Problem? Wenn mir dir in den Zustand der Venot-Kammerjägerkanone geht, kann ich dich beruhigen. Warte mal, wenn wir endlos so weiterarbeiten, brechen wir zusammen, bevor die Maschine es tut. Miniac, nicht jedem erreicht es einfach, eine Maschine zu schnüffeln, um sich zu erholen. Ach so, dann müssen wir das nächste Mal wohl auch die körperliche Leistung berücksichtigen. Dann lasst uns für heute hier Schluss machen. Mit Daten aus diesem Volldurchgang und der Probe, die ich nach dem Kampf gesammelt habe, bringe ich die Lösung dieses Rätsels einen Schritt näher. Rätsel? Der Grund für das Ausrasten der Venot, die abnormalen Umgebungsparameter. Wenn wir das verstehen, können wir dieses Chaos vielleicht endgültig beenden. Bitte lass mich das noch einen Tag untersuchen. Morgen soll ich Ergebnisse haben. Okay. Und wieder warten. Guten Abend, Klaus. Hallo, hallo, macht jetzt. Hä? Ach, da sind sie. Also, soll's mal weiter. Also folgt daraus, dass wir sie trotzdem mit der Venot-Kammerjägerkanone auslöschen müssen, richtig? Das ist doch etwas ganz anderes. Kommen wir nicht wieder mit diesem "Du hättest auf mich hören sollen". Worüber streitet ihr euch diesmal? Ah, Herr Abenteuer, ich habe die Ursache für all das herausgefunden. Es sind die unterschiedlichen Aktivitäten der Venot, die die Anomalie der Elementarenergie in der Umgebung hervorrufen. Unterirdischen Aktivitäten, okay. Und diese Energiewirbel beeinflusst wiederum das Verhalten der Venot, sodass sie überall an der Oberfläche durchdrehen und das Ungleichgewicht in der Umgebung vergrößern. Und die Leistungsstörung des Aufladeapparats der Venot-Kammerjägerkanone wird auch von der gestörten Elementarenergie hier verursacht. Ich wusste doch, dass meine Maschine nicht so einfach ihren Geist aufgibt. Zählt es nicht als Konstruktionsfehler, wenn du die Umgebung, in der sie eingesetzt werden soll, nicht berücksichtigt hast? Wenn der Grund die erhöhte Aktivität der Venot ist dann die Lösung nicht noch mehr Venot zu bekämpfen? Also stehen wir nach dem ganzen Hin und Her wieder am Anfang? Es ist ein Unterschied zu wissen, was man tut und warum man es tut. Du bist doch Gelehrter, verstehst du denn nicht einmal das? Außerdem bin ich noch nicht fertig. Normalerweise kontrolliert die Natur das Verhalten und die Entwicklung einer Population, um die Stabilität der Umwelt aufrechtzuerhalten. Aber hier hat die gestörte Elementarenergie dieses Ausgleichsmechanismus unterbrochen und die Aktivität der Venot angeheizt. Wenn wir also einen Weg fänden, die Elementarumgebung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, können wir die Aktivität der Venot herabsetzen. Nach einiger Zeit würde sich das Gleichgewicht von selbst wieder einstellen. Die Elementarenergie regulieren? Wie soll das denn gehen? Nun, wenn wir die Knoten mit den meist angestauten Elementarenergie identifizieren und dort einen Apparat einsetzen, der den Energiefluss lenken kann. Entlassen wir die angestaute Energie und überlassen den Rest den selbstregulierendsten Kräften der Natur. Ich habe die Position des Knotens bereits berechnet, es ist ganz in der Nähe und wir haben auch schon einen Apparat, der den Energiefluss lenken kann. Etwa die Venot-Kammerjägerkanone? Ganz genau. Die Kammerjägerkanone kann der Umgebung die Elementarenergie entziehen und ihren Stoß entlassen. Wir müssen die Venot-Kammerjägerkanone nur dort aufbauen und dann genauso verfahren wie gestern. Dabei könnten auch wieder Monster oder Venot angelockt werden. Wahrscheinlich würde es den Prozess der natürlichen Regulation noch beschleunigen, wenn wir jede Zahl etwas reduzieren können. Ja, los, lass mich kämpfen. Geht's dir, Alter? Mir geht's gut, Klaus. Eieieiei. I see everything. Thrust and reave it. With all my strength. Busted. Everyone hold hands. Achso, jetzt kommt der dämliche Penner wieder. Hä? Schnell, schieß da drauf. Danke.
Ey, ihr könnt das nicht angreifen, während ich noch hier in der Luft bin. Hey, Gotcha. positions. Everyone hold hands. Here comes the cash. Take it easy. So, nehmen wir das. Ob die zwei noch... Take it easy. voll, oder? Nein! Schweinerei. Hey. Hold the line. Ah, da. Bumm. Bestanden. Sag mir, dass das das letzte war, bitte. Aufladeapparat läuft jetzt jedenfalls gleichmäßiger, wie du gesagt hast. Die Elementarumgebung strebt wieder ihren ursprünglichen Zustand an. Und die gereizten Venut sollten sich auch langsam beruhigen. So ist es. Dank deiner geschätzten Venut-Kammerjägerkanone können wir unseren Auftrag jetzt abschließen und nach Abhause gehen. Es ist unsere Venut-Kammerjägerkanone Shiria. Für mich war das immer unsere gemeinsame Arbeit. Auch wenn wir uns oft gestritten haben, ohne dich hätte ich sie nie verwirklichen können. Warum sagst du das jetzt auf einmal so etwas? Etwa weil ich dich positiv im Bericht erwähnen soll? Nun, mir ist jetzt klar, dass die letzten Tage den damaligen sehr ähneln. Ein einziges Auf und Ab, aber am Ende haben wir die Probleme irgendwie gelöst. Und ich muss zugeben, dass deine Lösung doch die effizientere ist. Ich kann dir auch nicht ganz den Ruhm einheimsen. Du hattest auch nicht ganz unrecht. Wenn wir die Venut-Kammerjägerkanone nicht unter realen Bedingungen getestet hätten, wäre ich nie an die Daten gekommen. Mag sein, dass man nur ein Zahnrad austauschen muss, um die Maschine zum Laufen zu bringen, aber die Schwierigkeit besteht darin, den richtigen zu finden. Nee, das Richtige zu finden. Jetzt verstehe ich langsam, was der Mentor damit gemeint hat. Ein Glück, dass ich dich hier zu haben, Shiria. Oder Shiria. Oh, und dich auch. Oh, dich auch. Jetzt los ist so, dass es die Stimmung zwischen den beiden nicht plötzlich eigenartig? Frag nicht. Als wir an unser Abschlussprojekt zusammengearbeitet waren wir noch zu unreif, weshalb unser Verhältnis damals so angespannt war. Stimmt, im Nachhinein gab es eigentlich gar nichts sonderlich Schwerwiegendes. Na, wie wär's dann, wenn wir das nächste Mal ein Tässchen im Kaffeehaus trinken gehen, dann können wir besprechen, was wir in deinem Bericht schreiben. Alles klar, Alter. Gleich mal noch mit verkuppelt unterwegs. Sind wir jetzt fertig? Was? Oh nein. Nein, nochmal. Oh nee. Die sollen ihren scheiß Kaffee saufen und mir nicht auf den Senkel gehen. Verdammt, wie sie mich reingelegt haben. Ich dachte, es ist zu Ende. Wo sind sie denn jetzt? Ach, da hinten wieder. Verdammte Nervensägen. Wieso steht er denn jetzt alleine hier? Zurück in die Zukunft oder was? Verstehe ich einfach nicht. Sie ist doch diejenige, die vorgeschlagen hat, den Bericht im Kaffeehaus zu schreiben. Wo ist Shiria? Sprich nicht davon, sie ging allein, um den Bericht zu schreiben. Wir haben uns gestern im Kaffeehaus verabredet, aber sie kam erst sehr spät und hat nicht einmal das Schreibzeug und das Material für den Bericht dabei. Ich habe ihr vorgeworfen, dass sie unsere Zeit für den Bericht verschwendet. Da ist sie wieder ausgerastet. Sie sagte, sie würde den Bericht allein schreiben und hat mich rausgeschmissen. Das ist doch ungerecht, nicht wahr? Also du kannst nicht sowas sagen. Ach, ich bin ja ständig in Wutausbrüche. Ah. Sie hat's für ein Date gehalten und er hat dann da doch bloß an den Bericht gedacht. So ein Dab. Ständig Wutausbrüche ja schon gewohnt. In ein paar Tagen wird sie sich wieder beruhigt haben. Charakter doch nur so simpel wie Vorrichtungen wäre.
Das musst du selbst ausbaden. Was? Wieso sagst du jetzt auch so komische Sachen? Egal, jedenfalls, es gibt es hier noch ein paar gereizte Venus. Sich zwar auch ohne unser Zutun wieder beruhigen, aber wenn du Zeit hast, solltest du dich besser um sie kümmern, dass sie niemand mehr gefährlich werden können. Übrigens, die Elementarumgebung und die Aufladeapparat sind wieder in einem ursprünglichen Zustand. Das ist die perfekte Gelegenheit, die volle Leistung der Venus-Kammerjägerkanone auszutesten. Das Spiel sehr gut, Honkai Star Rail. Ja, finde ich auch. Wir werden abwechselnd auftauchen, allerdings steht auch der voll aufgeladene Auflader bereit. Mache also von der Venus keine... okay. Der Typ denkt nur an seine Arbeit, ja, das ist das Problem. I see everything. Quietly now. Hey! All eyes on me. Game's up. Fun's over. I see everything. Also lädt sich jetzt von alleine auf. Everyone hold hands. Wen und ungewöhnliche Turbulenz. Hey, hier ist doch nicht mal was. Hallo? Ah, dafür taucht der Spacko hier auf. Oh, ich hätte vielleicht dich da drauf ziehen lassen sollen, oder? Ups. Wow, du ziehst ja nichts ab, Alter. Ich bin ein voll riesiges Monster, aber ich schieß voll die lahmen Arschbälle. Warte mal, ist das Ding denn schon wieder fertig? Jetzt. Und voll Power voraus. Spar dir deinen Angriff, dämliches Vieh. Jetzt gehen wir wahrscheinlich zu dem da hinten. Take it easy. Oh mein Gott, wie hat er das erraten? I see everything. Here. Gotcha. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. I see everything. Things are about to get dicey. Hä? Oh, ist schon wieder so weit. Schnell, Feuer frei! Boom. Ja, war ganz witzig. Oh, da gab es sogar 3. Schließe das Ende Vollendung innerhalb von 300 Sekunden ab, schließe Ende der Vollendung ab, ohne dass der Schaden an jedem Auflader... Ja gut, das war jetzt nicht schwer. Manche mehr blicken halt nichts, kann man nichts machen. Jedenfalls gibt es hier noch ein paar gereizte Venus, vielleicht das nächste Mal. Yeah, wir haben es abgeschlossen. Und da hinten sind ein paar schwebende Flammen, weil es nicht geladen wurde. Jetzt kann ich nochmal schnell das blöde Viech weghauen. Immer noch für die Dea sammeln. The Temple of Wisdom. Positions. Committed to memory. Here comes the catch. Rest and rebuild. Roll. Ja, komm schneller! Yes!
Benetton, das kommt am Schluss. Was habe ich bekommen? Da. Erreiche Freundschaftsstufe 10 bei 16 Figuren. Wen habe ich gerade auf 10 bekommen? Scheißegal. Yay. Stufe 4. Hurra. What they say is true. You have to So. see the world for... Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt ab? Oh ja, den blöden Schlüssel muss ich noch einsammeln. Wir haben das mit der D halt auch noch nicht gemacht. Sapientia Oromastis. Okay, scheinbar wollen alle die Nahida haben. Warte mal, Auftragsmenü. Wie komme ich denn da wieder rein? So. Bleibende Wärme. Traum des Erwachens. Na gut, ist auch mal Zeit worden. Alter, da ist noch einer, den ich nicht... Das sind zwei, die ich nicht entdeckt habe. Es geht ab. Gleich machen wir den Nahida. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht habe. Wobei, ich kann auch einfach da oben weitermachen, ne? Manchmal stört es mich, dass das so ist. So. Jetzt holen wir noch schnell die Teleporter und dann geht's los. Die Umgebung schaut halt immer noch ganz geil aus. Ich bin zwar immer noch kein Fan mehr von der Wüste und ich will hoffentlich sehen wir nie wieder Wüste in irgendeinem Teil des Spiels. Also, wenn man jetzt mal auch das neue Gebiet weglässt. Hä? Überraschendes Ereignis, das kann gerne überraschend bleiben. Für irgendjemand anders. Aber echt sehr lang gezogen. Ja, es ist halt einfach zu viel Wüste mittlerweile. Auch wenn du es leicht abänderst, ist es halt immer noch eine dämliche Wüste. Aber das Thema hatten wir jetzt, glaube ich, die letzten 2 Streams. Ich meine, es schaut schon ganz cool aus alles und auch mit diesen Ruinen und ein bisschen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie langweilig. Vor allem, weil halt einfach zu viel Untergrund dabei ist. War mal da oben war es, ne? Ging's dann auf? Ja. Da hinten ist es. Ja, haben wir das auch. Dann krieg ich vielleicht irgendwann in diesem oder im nächsten Leben mal alle Teleporter. Ups. Schmetterlinge. Warte mal, habe ich jetzt alle Teleporter in dem Ding freigeschalten? Das ist ja schon im anderen Gebiet. Ich will alle Teleporterpunkte in den Gebieten. Hypostilwüste? Ah, das ist schon immer Hypostilwüste geheißen? Oberes Sektor oder niedere Sektor. Region von Sumeru. Echt? Alter, boah, der Name ist mir nie aufgefallen. Ha! Da habe ich glaube ich auch noch nie alle, ne? Doch, eigentlich schon. Stimmt, die habe ich glaube ich mal gesammelt sogar. Naida.
Na, Hütte. Was? Hello, traveler. Have you ever heard of a moment of dreams? Hast du mal schon mal gehört, dass man nicht mit Fremden auf der Straße einfach reden soll? Traummoment? Oh, that sounds like some kind of sweet drink. I'm afraid not. It's the name of an event we started to hold regularly. Also ein bisschen kiffen und träumen, oder was? Dreams have become quite the hot topic in Sumeru, and many people are excited to share the dreams they've seen at night. Also wirklich kiffen. The same goes for me. The last time I dreamed was when I was but a little child, so I can't help but feel excited and nostalgic about dreaming again. Oh, right. Everyone's able to dream again now. Ach so, ja, welche am Ding. Die Träume werden nicht mehr abgesaugt. Yes, we organized an event to give everyone with new dreams a platform to freely share their experiences. And thus our event, A Moment of Dreams, was born. So, it's kind of like a fireside chat. You could say that. We hear all sorts of wild and fabulous stories every day. Really, why not have a listen for yourselves? Ich kann verstehen, was euch daran so reizt. Yeah, but to us, dreaming is as normal as breathing. Wait, but if there are free drinks and snacks involved, then Paimon might consider it. Oh, really? So you mean you've already seen many dreams? Wie sich das anhört, Alter. But no need to get so excited. It's really nothing special. No. We need experienced participants like you to share your experiences with dreaming. Please allow me to address you two as dream experts. Klingt irgendwie komisch. Oh, expert? Paimon kind of likes it. Paimon halt. Now you seem interested. Please, follow me to the meeting place. It won't take much of your time. Rest assured, you'll find all the drinks and snacks you'd like there. Wow, how accommodating. Sign us up. But wait, Paimon's getting ahead of herself again. We should see what the traveler thinks first. Why aren't you saying anything? Ich richte mich ganz nach dir. Alright, hurry up and take us to be dream experts. Very good. Follow me then. Warte mal, das ist ja wirklich so da ab. Ich dachte, ich bin in die andere Quest reingerannt. What's the most important part of being an expert? Well, I suppose it must be accumulating knowledge and sharing your experiences? Nope, it's all about the title. From now on, Paimon will be known as Paimon, the Dream Expert. Oh, okay. Paimon macht alles wieder kaputt. Aber dass der Typ Petrus heißt, ist auch komisch. Sollen wir Pete oder Rushen nennen? Das sind die ganzen Kiffer, Alter. Sorry to interrupt everyone. Wir können finally träumen. have some real dream experts joining us. Wie sie das anhört, Alter. Ich meine, das ist klar, dass das hier was Besonderes ist, aber trotzdem. Esteemed experts, this way please. Now, if anyone has any questions, please feel free to ask them. They must be dream experts from another land. Great! Oh, I have a question. Me first. No rush. Everyone, please line up and ask in an orderly fashion. Nach einem kurzen Durcheinander haben die Teilnehmer endlich eine ordentliche Schlange gebildet. Wow, Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. Hey, die sind aber nebeneinander. Du kannst keine Schlange mit 2 Reihen machen. Das geht nicht. Du magst eine Reihe. Was ist denn das für ein Haufen? Und ihr seid hier die Schlauen in dem Land? Nicht mal eine scheiß Schlange könnt ihr bilden. My question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dreams. How can I do that? Warte mal, was? Weil ich jeden Tag hart arbeite, möchte ich im Traum zu einem Schleim werden. Ich dachte, hier geht's um Träume, nicht darum, was du träumen willst. Ja, was erwarte ich? Die Leute können nicht mal eine Schlange bilden. Hier ganz schön schwer. Paimon knows. Paimon's had this kind of dream before, so
She knows a thing or two. The first time, Paimon became an animal slime. Paimon was shot by an adventurer's arrow and flew in the sky all night long. The second time, Paimon became a dendro slime. A group of kids thought Paimon was a radish and pulled out all the grass on her head. Oh, it was super painful. The third time, Paimon became a cryo slime. In the end, Paimon was captured by a chef and turned into a smoothie. And the fourth time, Paimon became a powerful geo slime and went to take revenge on the forest boar that used to bully Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. Okay. Wait, why did all of your dreams end so tragically? Paimon ist ziemlich durch, deswegen. Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. Auch wenn ich Paimon gerne unterbrechen würde, fühlt sich Paimon mittlerweile wie ein Abenteurer. I suppose you're right. They are monsters, after all. Nein, Nervensägen. I just want to experience a different life, but it seems that becoming a monster would be even worse than my current life. Maybe I'd be happier if I became just a regular finch. Or fish. Looks like being an expert is way easier than Paimon imagined. Next! Oh, it's my turn. Esteemed expert, I want to know what posture I should sleep in so I can have the same dream as the one I had last night. Well? Das würde ich auch gern wissen, Expertin. Hey, you're supposed to be helping. Nein, ich helfe dir nicht, ey. Du hast uns da reingeritten wegen Snacks und Getränken. Kari, guten Abend. First, why don't you tell Paimon about the dream you want to have again? Oh, it's quite ordinary. I sat and chatted with my wife on a sunny day, listening to the breeze blowing through the valley. Why don't you just find your wife and talk with her? There's no need to wait for a dream. Well, unfortunately, she passed away. Ah, scheiße, ich wusste. Oh, sorry. Paimon shouldn't have assumed anything. No, it's fine. I didn't make that clear. I just want a chance to see her again. Wie wäre es, wenn du ihr Bild beim Einschlafen ansiehst? Yeah, it's not really about posture. What you think about right before falling asleep is probably way more important. Oh, is that all I have to do? Think about it. If you're the one thinking about her, and you're the one that'll be dreaming about her, then it'll be easier to connect your thoughts and dreams. You do have a point. I'll give it a try tonight. Thanks for your wise advice. Der in dem Dream schaut schon irgendwie pisst aus, ey. Mir hast du kein so schön Ding gegeben. Oh, my turn. I want to know the name of the plant in my dream. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Alter. Die hat in der Schule Klatschen gehabt, oder? I want to bring the souvenir box to my room into my dream. Alles klar, wir machen hier Schluss. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. I dreamt of a raven flying over the wasteland last night. Does that have any kind of special meaning? Hey, no rush! One at a time! Ich sage ja, die können nicht mal eine Schlange bilden. Nach langer Zeit beenden die Experten schließlich die Arbeit. Their questions were way too difficult. We don't actually know anything more than they do. We're just more experienced dreamers, that's all. Die lebensechten Träume haben sie in Begeisterung versetzt. You do have a point. It's more rewarding to explore and contemplate the meaning of a question than to focus on the answer itself. Right now, these people are like
Wanderers who've starved for 3 days and 3 nights and are desperate to replenish their energy. Any explanation they get now is like pure sustenance to them, no matter how good the explanation really is. Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? Nahida. Bingo! If she was here, she'd probably be making some similar analogy. Unfortunately, she's super busy right now and may not have time for gatherings like this. Dear experts, we have another guest who would like to consult you. Oh, lass mich doch raten, wer jetzt da auftaucht, oder? But you saw how we answered all the questions just now. We're not really all that knowledgeable. Ah, but this guest is rather special. Warte, sie taucht persönlich auf? My question is, why didn't you immediately tell me about such an interesting place? Okay. Huh? Nahida, how did you get here? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy things are, I'd still set aside some time to check it out. Anyway, I really didn't expect to meet you here. Oh, right! If there's anyone that understands dreams, it's you! You should be able to help us answer all these questions. You're not wrong. Alright, they can ask me anything. The more interesting, the better. Jetzt traut sich keiner mehr, weil der Arkon da steht. Scheiße. Huh? What's wrong? You were all so excited a minute ago. Why the sudden hesitation? Sie müssen sich erst innerlich vorbereiten. Even so, it's not like I look super intimidating or anything, right? And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru, yet they didn't even flinch at you. Unsere Taten kann man nicht mit deinen vergleichen. Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. It appears I'm the one spoiling the fun here. I'll see myself out. That's not true, Nahida. I don't want to get in the way of the original purpose of a moment of dreams, which is to let people gather here and freely share their marvelous dreams. Now the atmosphere here is like water poured into a container. The water is more secure and settled, but it has lost its free-flowing nature from the river. I just want it to be another drop in the water, not the cold and restrictive container. Ist sie etwa... She's sulking. Oh. Hey! It's alright, everyone! No need to be shy. The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. Alright. I'll give it a try. Oh, it's the slime guy. Das ist der Schleimfan. Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. Maybe a finch or fish is more suitable for me. Das ist der Schleimfan. I see. So you want to become a small animal in your dreams, right? Why do you think that sounds good to you? I guess I just want to experience something different. My everyday life is nothing but the same. The sky is right above me, and the ocean just over the horizon, yet I remain caged in a life of monotony. So you want to experience something new in your dreams? Sorry, I'm getting a little confused. Why don't you seek out some new experiences in real life? Because if I don't work, I won't have any mora. Sure, I don't want to be out hammering nails and cutting wood every day, but I have aging parents and young children to take care of. By the time this all dawned on me, I realized that my life has already been filled to the brim by trifling matters, and I have no more freedom. But if that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. The reason is you've already been caged. It doesn't matter what your physical body turns into. Your mind will still be stuck in the same predicament. Really? That sounds pretty terrible.
Then what should I do? I don't know everything that you're going through, but how about replacing your hammer? Huh? Replacing my hammer? That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what makes a good hammer. Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to drive the nail in with just a couple taps. And the handle has to have a good grip to it, not too smooth. Come to think of it, I haven't replaced my current hammer in quite some time. You should replace it. Then decorate the handle with something you like. Maybe some ornaments, fur, or hard leather wrapping. Then, write the names of your children on it. That makes sense. I think it'd give me a good boost of energy at work. A new sense of adventure often begins with the little things in life. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. You only need to do your best in life, and all those things you cherish will become your source of happiness. Yes. Yes, I get it now. This is a real eye-opener for me. I'll go and pick out a new hammer right away. No, I should make one of my own. Thank you, Great Dendroarchon. That's Arnahita. Only you would know how to get right to the heart of the problem. Schön. Actually, I didn't really understand the problem. Huh? I gave him that advice because I once saw a worker doing the same thing. Whenever he became tired, he would look at some names on the handle of his tool. After a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him. Ich denke, ich verstehe. After observation, I know this kind of behavior motivates people, but why is that? Is it because of excitement, anticipation, or helplessness? I really don't know. And even if I could know what's going through his mind, it's still difficult to fully grasp his feelings. Oh, Paimon gets what you mean. Huh. Paimon had no idea it takes you so much effort to understand these kinds of things. That's why I was a bit nervous just now. But luckily, seeing his happy face in the end reassured me that I didn't say anything wrong. Don't mind me, though. This is just my way of learning. Falls du Hilfe benötigst, kannst du mich gerne fragen. Hey, don't forget about Paimon. Everyone knows that Paimon's also super skilled at reading people's feelings. Yeah. Thanks, you two. That makes me feel a lot better. Let's move on to the next question, shall we? I already asked the experts my question earlier, but I wanted to hear the Dendroarchon's response too. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams every night? Longing for the deceased. Erinnert sie sich an die höhere Herrin Rukadevada? Nein, sie kann sich nicht mehr an sie erinnern. Even if you keep reliving those beautiful memories, it'll only highlight the emptiness in your real life. If your wife were still alive, she certainly wouldn't want to see you like this, would she? No, I suppose not. But our time together in my dreams is not just reliving our past together. I don't know. Maybe it's because I miss her too much. But it's really as if she had come back to life in my dreams. She even remembers each and every dream. After I wake up and then continue dreaming again later, we can pick up our conversation right where we last left off. That's really amazing. Statistically speaking, continuous dreams are extremely rare. It's almost as if my wife has obtained a second life in my dreams. But the more vivid she appears, the emptier I feel, and the more painful it is when I wake up. I don't know whether to call it a blessing or a curse. Maybe all of this is rooted in your deep longing for her. Were there any unresolved matters or regrets between the two of you?
I don't know. I suppose my biggest regret is that I couldn't spend the rest of my life with her. I really felt like I was ready to move on. I wouldn't be so hesitant now if it weren't for these hyper-realistic dreams I've been having. Huh. You know, they say that whatever's on your mind is what goes into your dreams. But dreams are, and will forever be, just dreams. We are people living in the real world. It's not good to be overly obsessed with dreams. All it'll do is fill up your mind and eat away at your thoughts. Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. I still need to take care of our child. And it's probably not good to let her see me in such a state. Anyway, thanks for your advice, Great Dendro Archon. I'm a little worried about him. I hope he can find a way to cheer up soon. I think I can handle things from here. You don't need to stay here if you find it boring. You're here to have a good time after all. Alter, wir haben die Mission wegen dir gestartet. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, wir sollen weggehen. Und ich will mit den anderen eh nicht reden. Ich meine, die Alte will eine scheiß Box in ihren Traum nehmen. Achso, jetzt guten Abend Darius. Und Schunchen ist wahrscheinlich schon wieder weg. Are you feeling any better now? Yes. I think the Dendro Archon made a really good point. I need to stop dwelling on my wife like this and move on with my life. Now that I think about it, my wife and I always meet at a familiar place in my dreams. I know where that place exists in reality, but it's a bit far and dangerous. I don't dare to go there on my own. But at the same time, I feel as if I should go and have a look anyway. Perhaps I'll be able to move on once I see that there's nothing there. Das könnte funktionieren. Otherwise, I'll keep on feeling like everything is covered in a haze. Like I'm only half awake. Once I can stop dreaming about that place, I'll probably be able to get my life back together. Actually, you two are adventurers, right? If it's okay with you, could you escort me to that place? Ja, Zeit Klarheit zu erlangen. Yeah, it might also be a good chance for us to unwind. Even if you can't see your wife there, taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. Yeah, I hope so too. Alright, go ahead and get yourself ready then. Aber Sehnsucht nach Verstorbenen. Ich sollte Nahida noch von der Sache mit der höheren Herrin Rukadevata erzählen. Ich dachte, nein. Zumindest wissen lassen, dass sie einst existiert hat. Are you headed off to some interesting place without telling me again? Wie sind uns immer nach? Hey, was soll das? Huh? Wait, aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and I really got a lot out of it. So many interesting and novel thoughts. Anyway, it looks like you're going somewhere. Why don't you take me with you? Oh, there's no need to trouble you, Great Dendro Archon. I imagine you must have many other important things to deal with. No need to stand on ceremony. Besides, I wouldn't have asked to come along if I didn't have a good reason. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are puzzling me right now. Huh. I didn't know the Great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. Alright, let's go. We can talk on the way. Am besten, ich gehe erstmal mit ihr. Die Sache mit der höheren Rukadevata kann man nicht knappen Worten erklären. Das geht freilich schnell. Hey, du hattest einen kleinen Zwilling, er ist tot und du hast alle Erinnerungen dran verloren. Nahida ist einfach so knuffig, ja. Das ist... Ich mag sie einfach. Sie hat nichts Schlechtes an sich oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur lustig zuzuhören. Sie lernt die ganze Zeit dazu mit dem ganzen Zeug. Und sie kann echt gut schlau daherreden.
Und nein, sie bekommt keine Schuhe. Das kannst du vergessen. Ich meine, zum Schluss hat es noch ein DLC für 20 Euro oder sonst irgendwas. Schuhe für Naida. Das wäre doch ein gutes Marketing-Ding, oder? Kauf jetzt Schuhe für Nahida, oder hast du sie? Dann bist du ein schlechter Mensch, wenn du nicht diese 20 Euro ausgibst, um den DLC für Nahida zu kaufen. Und am besten bloß so kleine normale Sandalen und dann so, willst du sie wirklich in den kleinen Sandalen rumlaufen lassen? Kauf jetzt die 30 Euro Stiefel. Wobei bei ihr Stiefel halt überhaupt nicht passen würden, aber halt, ihr wisst, was ich meine. It's always nice to go for a leisurely stroll. Huh. Do adventurers often go to places like this? Ja, noch viel gefährlichere. Huh. I guess so. Naja, wir haben uns hingeportet und sind hingelaufen. Das war echt saugefährlich, Mann. So, this is where you always meet your wife in your dreams? Yes, for the most part. Our place is on the summit, just up ahead. When I saw her in my dreams, we didn't do anything but talk about ordinary, mundane topics. I'd tell her about our daughter, Haidar, and she always listened intently. She would also reminisce about the past with me, telling me interesting stories and cracking jokes. It feels like no matter how long we may chat, it's never enough. Schlafwandelt er zufällig? Alter, da ist so verdammtes Ding. Sometimes it's the little things in life that matter the most. This is the part I'm a little puzzled about. I'm very familiar with dreams, and normally, they lack logic and continuity. But you said she could remember what you had told her before, right? That's right. She always listened to me carefully in real life, and now, she's doing the same in my dreams. She always surprises me with some details from our lives in the real world. The fact that she can remember such things makes me feel like she's alive. Whoa, that's pretty weird. Well, dreams are kind of weird to begin with. However, the problem is that his dreams have too much structure and continuity. Most dreams are far more fragile than you can imagine. For example, a loud noise outside your window in the real world could cause your dream self to get loaded into and fired out of a big cannon. Können wir das mal mit Paimon machen? Nur als Spaß. Another example. If you're thirsty in the real world, then you might find yourself trudging through a desert in your dream. But the appearance of your wife seems unusually stable and unaffected by any outside interference. Statistically, this should be extremely rare. I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these dreams. Ja, natürlich. But I still want to figure out the how and the why. These kind of dreams are novel to me as well. That's why I want to have a look at the scene your dreams have been taking place at. Let's go. Just think of it as a nice little hike to the top of the mountain. Bin ich bescheuert und lauf da hoch? Oh. Mehr sind da nicht. Okay, ich bin doch bescheuert und lauf da hoch. Halt, warte, ich hab doch da so ein Ding gesehen. Nein, nicht das. Hä? Wer will denn jetzt schon wieder von mir was? Verdammte Viecher. Oh, da ist einer von den kleinen Aranada-Pfeifen. Oh, ich hasse euch so sehr, ihr Aranada-Drecksviecher, ey.
Wenn die Quest wenigstens vertont wäre. Hä? Nein, ich hätte gar nicht vor, das zu machen. Ich wollte bloß stehen und ihn hassen. Goldig. Goldig angebraten in der Pfanne vielleicht, ja. Oder goldig mit Salatöl in der Schüssel als Salat. Well, he really wasn't kidding. This place definitely isn't safe. No matter. We'll just finish them quickly. Huh? Are you going to fight too, Nahida? Of course. This is all part of our little trip. Es gefällt dir, dass er da voll dabei ist. Hey! Hold the line! Hä? Ach so, es ist die... Ist gemein? Nee, das ist Reserveratio. The scenery here is amazing! It also seems like a great spot for eating snacks and taking Siehst du, a sie nap. sieht aus, wir brauchen einen Snack. Da unten war Gemüse. Paimon wouldn't mind spending some time here every day either. I've yet to see anything strange about this place. I do not plan to deny the power of longing. Such an intense but unquantifiable emotion could indeed have the power to organize dreams. His wife must be a really amazing person. Huh? Wait, where'd he go? Oh, so you are waiting for me here? Well, guess what? I've brought someone amazing with me today. Der Schlafwandel, wirklich. When the Dendro Archon said she wanted to come with me, I could hardly believe it. I'll bring Haidar once I'm more familiar with the way here. She's been telling me that she really misses you. Huh? What's wrong with him? There's nobody there. Wait, Minar. Don't go that way. It's dangerous. Uh-oh, he's gonna fall. Catch him! Hastig hast du Ilman aufgehalten, der auf dem Rand zur Klippe zuging. Luckily he didn't fall. But what was all that rambling about? He also looks like he's passed out. He's in a dream now. What he said just now matches almost perfectly with the dreams he's described to us earlier. Oh, so he fell asleep and started to have the same dream? I find it a little strange as well, but we mustn't awaken someone while they're sleepwalking. All we can do is sit here and wait. Huh? Minar. Where's Minar? Oh, good! You're finally awake! What happened? Du warst gerade am Schlafwandeln. Du wärst fast gestürzt. Huh? Sleepwalking? Das habe ich gerade nicht gesagt. Ach, egal. Oh, right. It was all just a dream. The moment I reached the summit, I saw my wife, Minar, sitting there, and walked over to her. After I introduced her to you, she seemed a little flustered and started walking away. I told her to stop because of the cliff. And then she seemed to suddenly disappear. A strong wind started to blow around me and the sky grew dark. When I realized something wasn't right, I woke up. That sounds pretty wild. Maybe you were just too tired. I don't think so. I slept a lot yesterday, and I don't feel very sleepy now. Maybe we've affected the way his subconscious constructs dreams by following him here. Anyway, all that matters is that you woke up safe and sound. I think I know what happened now. I'm sorry. If it weren't for you, I would have fallen. Let's head back now. Don't come back to this place again for the time being. Oh,
Okay. Nahida, what's on your mind? Paimon's a little worried now. We still don't have enough evidence to work off of, so it's hard to draw any reliable conclusions yet. But I'm concerned that Ilmon's case may not be unique to him. Oh, right! Come to think of it, there were lots of people from the event who had vivid memories of their dreams. Das Problem könnte sich bereits ausgeweitet haben. Ist es vielleicht noch eine Nachwirkung von... Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, Akasha? Right. And not only at a moment of dreams, there may be people like this all across Sumeru. We need to understand what's happening and the rate of its development as soon as possible. Then there's no time to lose. Let's head back. Stop standing there, Ilmon. Let's go. Ich auch nie richtig schätzen können. Ich kann sie schätzen. Zerstückelt im Salat. Da kann ich dann auch jede bescheuerten Namen draufschreiben. Auf die Schüssel. Verdammte Aranara. Oh, you're back already. How'd it go? Haben wir Ilman vergessen? We have an emergency on our hands. Please notify everyone here that while they can continue to discuss their dreams, they mustn't try to visit or recreate the locations and scenes that they have been experiencing in them. What? All right, if that's the wish of the great Dendro Archon. But could you at least tell me what happened? You all look so serious. Schreibt Petrosch in groben Zügen, was auf dem Weg geschehen ist. I see. I never knew even a dream could be so dangerous. Don't worry. I'll be sure to notify all the event participants and inform the other staff members about what has happened. Using the event registration list, I should be able to contact more people that were interested in dreams and warn them about the situation. Thank you. That would be very helpful. Let me confirm if all of today's participants are still here. Fehlt die Frau nicht? Atta has already left. It seemed that he was on his way to make a hammer, ja. so that shouldn't be a problem. Oh, wait a second. Where's Katya? Has anyone seen Katya? Has she already left? Oh, I think she already left. She said there was somewhere she wanted to go. Oh no. Did she want to look for the place from her dreams too? Can you tell us where she went? Yes, she did briefly mention it. Somewhere near Chatrakam Cave. Alright, thank you. We'll go look for her. Please help us tell the others not to do anything reckless. Sure thing. Who would have known things would have turned out like this? Ich fand die letzte Sequenz doch sehr schön von den Aranara. Oh ja, ich bin noch gestorben beim Abstürzen. Toll, danke für das Spiel, du blödes Mistding. Naja, für eine tolle 2-Minuten-Sequenz wahrscheinlich am Ende eine 20-Stunden-Quest machen, ist halt so... Und ich fand die bisher auch nicht sonderlich spannend oder so. Take it easy. Süße Szenen, das ist nur eine Umschreibung von schlecht. Oh, das ist gar nicht so weit weg. Das nicht oben ist, ich soll mich mal teleportieren. Ich meine, wenn ich vergleiche jetzt das, was ich bisher von den Aranara gemacht habe und das Event, was vorhin war, mit den ganzen technischen Ausführungen, fand ich jetzt schon spannender als das Aranara-Zeug. Ich stelle zu Ende einfach für dich. Nee, wenn ich es nicht aufnehme, brauche ich es nicht machen. Look, she's sitting over there and surrounded by monsters. Come on, let's rescue her. Da investiere ich lieber in eine andere Zeit.
Fuck, Alter, warum tut die Aida das immer umstellen? Ah, zerstörst mir meinen ganzen Ablauf. Warum bist denn du da oben? She seems to be in the same condition as Ilman earlier. Yes, but luckily she hasn't been injured or jolted awake yet. Let's carefully move her somewhere safer. See you tomorrow, Professor Aisha. Huh? Why am I back here again? Du hast gerade geträumt. Dreaming? But what about Professor Aisha? Oh, I see. It was all just a dream. Well, that makes sense. After all, it hasn't changed a single bit. Huh? What's it? Nearly 20 years, and it still hasn't bloomed. Does it have something to do with your dream? Please, tell us what you mean. Sorry. I'm still feeling a little groggy. Please give me a moment here. Alright, where to start? Right, this plant. So, Professor Aisha gave me this plant just before she left. She was a good friend of my parents, and my first real tutor. She was also an outstanding Amorta researcher. In addition to her extraordinary academic talents, she was also skilled in combat, and would accept lots of work from the Adventurers Guild. Oh, so you mean she's left on an adventure? Yes. When I was about 10 years old, she told me that she must go look for the secrets of the Abyss, and that she would be gone for a long time. Ah, sie ist tot. I grabbed hold of her and wouldn't let go. I didn't know what the Abyss was. I just knew that she was like family to me. She hugged me, and we cried for some time until I fell asleep. When I woke up, I was already back home. She still decided to leave, but had left behind a letter for me saying that I was the person she cared for most in this world. She claimed that investigating the Abyss could help more ordinary people protect the people and things they care about. She had obtained some important evidence during her past adventures. If she didn't set off right away, she might miss the perfect opportunity. Guess Ad Astra Abyssosque isn't just a slogan. She left a seed in the letter, telling me that if it sprouted and bloomed, then she'd come back no matter what sort of risky situation she was in. She said she looked forward to seeing me all grown up. But strangely, I've tried watering it, feeding it, everything I could think of. But I've never been able to get it to bloom. Vielleicht gibt's keine Blüte. I even went to ask the Amorta researchers, and they couldn't explain it either. May I have a look at the plant? Of course. I was hoping the great Dendro Archon could help me solve this problem. Let me see. Huh? We've never seen that look on Nahida's face before. Das ist ein hilfesuchender Blick. She looks a little unwell. Hold on, we'll be right back. What's wrong, Nahida? You can't tell what's wrong with the plant either? No, I immediately understood what's happening with that plant. I'm just not sure if I should say it. This plant is not known to the academic world. It's a new species that our teacher managed to cultivate by some special means. Judging by its features, I can tell from the moment it sprouted it'll never be able to bloom. It can't be. It means that this Professor Aisha she keeps mentioning might have foreseen the danger,
and was prepared to never return. From my experience observing people, she would undoubtedly regard this as a brutal revelation. When forced to confront such brutal truths, people may break down into tears, talk nonsense, or lose their tempers. I know she has to face the truth, but at the same time, I don't want to hurt her. Tell me... Yeah, that's a tricky one. Seems like you've already got a good idea of the feelings she might experience. Überlass es mir. But wouldn't that mean I'm just pushing it all on you? What if she just gets angry at you instead? Hey, da hinten haben wir einen Spion. Was macht denn die da? It's alright. There are all kinds of people, and the examples you observed are just the most extreme cases. Es gibt immer einen Weg. Okay. Thank you. Let's go back and tell her. Wenn sie wütend auf uns wird, die schaffen wir schon. Keine Sorge. Oh, aber das ist schon schlimm, ey. Das sind schon wieder so üble Szenen, ey. It'll never bloom? But how's that possible? If a plant is unable to bloom, doesn't that mean it can't reproduce either? All that's left for it to do is slowly wither away. Darin steckt ihre Antwort. Are you saying she never intended to return? Seriously? So everything she said was a lie? But she meant well. Since the separation was inevitable, she hoped that you would be able to come to grips with such a cruel parting a little later in life. Sie hat sich wirklich um dich gekümmert. Yeah. Her love, care, and attention to you, all those warm moments were real. I guess she had hoped that you could understand and respect her choice after learning the truth. I see. Sorry, I don't want to sound ungrateful, but it's just so much to take in. The dreams are so beautiful, yet reality is heartlessly cold. I really thought she had come back. I had so much to tell her. Ich kann deinen Schmerz verstehen. These dreams may not be as pure and beautiful as they seem. Some kind of power may be exploiting your feelings. Ja, wie der da hinten, der ist schon ziemlich verdächtig. Really? Yes. So with that in mind, until our investigation is completed, please return to the event and ignore any further temptations from your dreams. I see. Thank you for rescuing me, and sorry for the trouble. Luckily, the plant didn't get hurt either. Otherwise, I wouldn't have anything left to remember her by. Thanks, Traveler in Paimon. She seems to have finally accepted the truth, but I think she'll still need a long time to come to terms with her feelings. I saw her waver the moment you mentioned love. It was almost like a gentle rain, arriving just in time to put out a fire that was about to spread. It's because people have something called empathy. Empathy? I see. This is valuable knowledge indeed. By the way, you said there may be something that's trying to exploit their feelings. Any idea what that might be? Yes. What's common between Ilmon and Katya's cases is that they've both lost someone dear to them. And now, they get to meet the people they cherish in their dreams again, and the people feel more real than anything a regular dream could hope to create. Instead of interpreting it as a result of their longing, I have to consider a more antagonistic explanation. Someone is taking advantage of their longing. Doch was ist das Motiv dafür? Yeah, they're just causing these people to dream. What are they after? This is exactly what we need to investigate. Anyway, let's pay another visit to a moment of dreams. I have a bad feeling about all this. I hope things haven't gotten any worse. Ich hoffe, es ist nicht noch einer weg. Der hat eine Mission für mich. Ja, jetzt hat er plötzlich eine Mission für mich, Alter. Du bist sehr verdächtig, mein Freund.
Tage und Wochen lang da an dem Baum knien und warten, bis dich wer anspricht. Ich hab dich im Auge. Ja, hab ich dich. Ich schreibe drunter, bitte Stopp drücken, selber lesen. Ja, das selber lesen habe ich schon mal überlegt. Irgendwann werde ich sie wahrscheinlich machen in der Richtung, aber da muss ich schon ganz, ganz viel Lust für die Aranara-Quest haben. Richtig, richtig viel. So richtig, richtig viel. Solange noch andere Missionen geben, hat alles an... Da liegen plötzlich 3 Leute rum. We're back. How's everything here? Und wie ist sie schneller hergekommen als wir? Ist das dieselbe eigentlich? Nee. Nee, das ist die andere. Wer ist denn das jetzt schon wieder? I am so sorry, Great Dendro Archon. We're still trying to figure out how to explain the whole thing to everyone. Because of your warning, we've brought dreamers here even if they were completely unaware of the danger. Deswegen liegen die jetzt hier rum. But some of them have already fallen asleep, and they haven't woken up for a long time. I fear there's nothing we can do about it. A moment of dreams is just a small interest group. We don't have enough staff members to handle this. Just as I expected. It seems my guess was correct. It's the Dendro Archon. She's back. What happened? Why have we been gathered here? Many of you here have been experiencing some beautiful dreams. But I'm sorry to tell you that based on our investigation, there's some kind of conspiracy behind them. Before we learn the truth, please don't try to recreate the scenes in your dreams. Whatever you see, don't be tempted by them. Huh? But... I don't think it's a big deal. Aren't we just dreaming? It's not like dreams will have an effect on others. Ja, es gibt immer so einen Penner. We've already met 2 people who ran off to the countryside alone and got caught in dangerous situations by falling to the temptations in their dreams. That's right! These aren't just dreams! It's serious! Alright, I get it. Ja, aber erst blöder Herlaber, ne? so does that mean once we have some conclusive results from the investigation, we can continue to enjoy these dreams? Yeah, I still want to visit my sister in my dreams. Das hängt vom Ergebnis ab. I'm sorry if what I'm about to say sounds a little offensive, Great Dendro Archon, but... We had a discussion with the folks who just arrived here. In all of our dreams, we were able to reunite with people who were very close to us. They all seemed as if they were alive again, which makes us reluctant to wake up. Yes, that's also what we've observed in our investigation. So if the results of this investigation would mean an end to those dreams, that'd be quite cruel to us. All of us understand the danger, but perhaps you can't quite understand just how much those people mean to us. I don't think everyone will be on board with the plan to abandon these dreams for good. Before the conclusion of the investigation, they'll at least want to meet the people in their dreams one last time and say goodbye. Ja, wenn du öfter von denen geträumt hast, dann sag Goodbye und fertig. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Lass mich bitte her. We've never had such a difficult situation before. It appears that not many people are willing to cooperate. So they still want to return to their dreams despite knowing the danger? Es ist schwer zu sagen, wer hier recht hat und wer falsch liegt. That's right. Compared with these sweet and beautiful dreams, our warnings of danger are dull and emotionless. It looks like the situation will inevitably spiral out of control. The more time we waste, the more people will ignore our warnings and return to their alluring dreams. So, what should we do? Seems we have to go into a dream and find out the truth for ourselves. Pedrush, is there anyone here who's experiencing a marvelous dream right now? Let me think. Yes, this way. Good. Please take us there. Gute Nacht, Mel. This lady refused to heed our warnings and fell asleep here a little earlier. Toll, Debbie. Toll. Debbie Downer. She's only asleep and hasn't started sleepwalking. It seems she hasn't sunk too deep into her dream yet. Do we also need to fall asleep if we want to go into her dream? Don't worry about that. I'm Lesser Lord Kusanali after all.
Now, don't be nervous. Just close your eyes. Imagine yourselves as waves gradually rolling onto the beach. You slowly wash over the shore and sink into the sand. Schläft ein, fällt um, stößt sich den Kopf an der Tischkante. Geschichte zu Ende. What's wrong, Traveler? You look a little disoriented. Anscheinend hat sich das auch auf mich ausgewirkt. Really? Paimon didn't notice anything. Anyway, seems like we've made it into the dream. I thought we would arrive at some familiar scene, but we seem to have landed in a completely unfamiliar place. Whoa! So many giant plants! Even in the sky! Amazing. Theoretically, we should have gone straight into Debbie's dream. Things do seem to have gone a bit sideways here. Anyway, let's see if we can find any leads. Starten? Keine Musik. Everyone hold hands. Ah, das ist schon wieder umgestellt. Naida, was machst du für einen Käse? I see everything. Oh, das ist blöd, wenn du so eine Rotation hast und die umstellen, weil die Naida jetzt dabei ist. Wo geht's denn da hin? Einfach nur als Deko. Huh? A door? Wonder where it could lead. Well, it's not like we have any other way to go now. Let's go in and have a look. Weil man hat noch nie eine Tür gesehen. Hättest du mir in ihrem Traum, ha? Hey, this place looks familiar. Isn't it Puspa Cafe? Ich hab das Pupsa-Café gelesen, Alter. Oh, Paimon sees Debbie. She's right over there. Looks like we've come to the right place. These alluring dreams often portray a scene from real life, which concurs with our previous findings. Really? But what about that space we were in just now? Träume könnten miteinander verbunden sein. You can't mean this is another collective dream? Yes. Given that so many people have been experiencing these beautiful dreams, I would say it's very likely that they're interconnected. Compared to an interconnected dream, independent individual dreams would be much harder to manage and manipulate. Ah, Paimon gets it now. Well, let's go talk with Debbie. Oh, but there are some other people next to her. Are they dreaming too? If this space is exclusive to Debbie's dream, then the others beside her are most likely the people she cherishes. Anyway, we should confirm that first, just to be sure. Geschwister oder Freunde? How do we do that? Just leave it to me. Mit Nahida, die Elementarfähigkeit Kennerin aller Tricks durch kurzes Drücken auslösen, wenn eine Person damit trifft, kann sie deinen Gedanken hören. Elementarfähigkeit Kenner aller Tricks auch durch gedrückt halten auslösen. Ja, okay. Menschen zu geben, deren Gedanken nicht mittels Kenner aller Tricks zu hören sind. Hey! Das ist nur eine. Hallo? Huh. How
could they be? Well, I guess it doesn't matter. Huh? She sounds a little hesitant. I've confirmed that this dream belongs only to Debbie, because I'm unable to hear the thoughts of the other two people with her. So, this is the power of the Dendro Archon? Paimon had better watch her thoughts from now on. Don't worry. I don't often use my powers like this. It's rather impolite. Alright, I need to get myself ready. It won't be easy to break it to her, but there's no avoiding it now. The Great Dendro Archon! What brings you here? I'm sorry to interrupt your celebration, but have you noticed that what's happening here doesn't quite match up with your memories? I don't quite understand. Great Dendro Archon. What do you mean? I get it. The Dendro Archon is trying to say that it's a once-in-a-lifetime opportunity that we're able to gather here. Hey, how about a cup of coffee for all of you? My treat. We just returned from a fruitful adventure. Memories. A once-in-a-lifetime opportunity? Think carefully. You of all people should know what really happened to them. Are you sure that meeting here and chatting the day away like this isn't just a product of your own wishful thinking? Yes. The reports from the Steambird were true. The ship they were on struck a reef and sank. And I never heard from Basima and Gaspar again. Hey, come on now. What are you talking about, Debbie? Yeah, trust your memories. Nothing you see here is real. I get it now. This is a dream, isn't it? But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. I enjoy the way things are here. I no longer have to face the tragedies of real life. These friends mean the world to me. Nobody else can understand me like they do. There's nothing wrong with continuing this dream. Is there? I'm worried that if you were to continue dreaming like this, the lines between dreams and reality will gradually become too blurred for you. These dreams will always give you what you want, while reality remains full of pain and difficult situations. If you're not careful, you can get hurt. Don't worry. I still have control. I won't let it go that far. Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, hmm? Whether it's just a dream or real life, you should be happy. Oh. You can't just brush off something like this. We don't even know how you people got here or where you even came from. Diese Menschen sind dir wichtig. Sorry. Paimon didn't mean to upset anyone. No, it's all right. I understand that you're just trying to look out for me. It seems that for now, this place is still relatively harmless for you. But I wonder if there's any way to go deeper into the dream. Huh. Now that you mention it, I once heard a strange voice tell me that there's an entrance here. I'm not interested in checking it out at the moment, but maybe I'll go in and have a look later. Okay, thanks for your help. Just as I expected, we're only on the surface of this dream. Let's go. Okay. Und Sprung. Was ist das schon wieder? Huh? What are we doing here again? Wait a second. We were just up there. No, down there? Did we go up or down? Don't panic. This is how dreams work. We've left Debbie's dream, but the dream is still continuing onward. I'm not sure where it'll lead us. This dream has the ability to create imaginary people, which is why people are so unwilling to wake up. If it
what we just saw. Paimon might still find that a bit hard to believe. Was wird uns noch alles erwarten? I have a guess. If these dreams are connected, then there should be some sort of order to them. The fact that Debbie was able to realize that she was dreaming means that she is not very deep in the dream yet. But the space we're in has been turned upside down. Do you remember the characteristics of dreams that I mentioned earlier? Oh, right! Dreams are chaotic. That's right. It's possible that we're heading deeper into this dream now, and the deeper we go, the closer we'll get to the essence of the dream. Right! So the answers might be waiting for us deeper in the dream. Dann los. Yes, and we should get ready for whatever we may encounter. Das ist Hallo. Ja, konnichiwa. Ups. It looks like we may need to put something inside there. Hä? Achso. Klar kannst du was schreiben, Klaus. Das da einfach. Klopp. Oh mein Gott, das war anstrengend. Fast hätte ich es nicht geschafft. Knospe. Hallo. Nee. Everyone hold hands. Hold the line. Here. This dance is for you. I see everything. Oh. Und. Hä? Achso, da ist jetzt das Ding drin. Oh, when it rains, it seems to disappear slowly. Oh. Yes, and it appears again as soon as the rain stops. It's less like a flower, and more like a tendril slime that's trying to keep out of sight. Here we go again with the Hita's analogy. Huh? Are we back up here again? Wait. Paimon's confused. Are we up here or down there? Good thing we didn't fall. Yes, we did. We just fell upwards. That's not helping, Nahida. Paimon has no clue what's going on anymore. So, da wieder hin. Ah, da geht's dann durch die Tür. Jetzt müssen wir erstmal die Leute wieder auf. Ich verliere viel zu viel Energie, weil ich immer durcheinander komme, weil die Nahida jetzt unten ist statt oben. Schweinerei, ey. Tor der Wiedergeburt aktiviert. Oh, jetzt sind wir beim anderen seinem Traum. Warum pennt denn der jetzt schon wieder? Were we already here a little earlier? This is probably Ilmon's dream. Huh? Why would he start dreaming again? Wir haben ihn doch gewarnt, oder? Yes, but it seems that the danger isn't enough to stop him from longing for his wife. Based on what we've learned so far, he must be sleeping more deeply for his dreams to appear here. But fortunately, he already knows us from before, so hopefully we'll be able to wake him up. Wow, die 5 Meter hätte er auch gleich machen können. Hä, ist die Tochter jetzt dabei? Ilmon! Oh, it's you. Incredible. I didn't know you would appear in my dream, too. Did you say dream? Wait, so you know this is a dream? Of course. Such good things rarely happen to me in real life these days. Here, let me introduce everyone. This is Minar, my wife who I mentioned before. And this is our daughter, Hydar. Hello. It's a great honor to meet the Dendro Archon. Whoa, Dad! You know the Dendro Archon? That's amazing! And what's this? Is it a new toy? No, it's Paimon, not a toy! Anyway, now's not the time for that! Nahida,
This doesn't seem to add up with what we were expecting. You're right. Let me think for a bit here. Irgendwann bist du etwa allein zu diesem Hügel geschlichen? Oh, right. We didn't see him in a moment of dreams earlier. Paimon thought he'd gone home. Sorry. I just had to make sure that Haidar could get a chance to see her mother. I had gotten pretty familiar with the hike, so I brought Haidar with me. I'm just glad we didn't meet any monsters along the way. Oh. Yes, I'm glad too. I didn't expect her to grow up so fast. It must have been very hard for him. I regret not being able to fulfill my role as a wife and a mother. No, don't talk like that. Let's leave all that unhappy stuff behind for now. Even if we're in a dream, it's still a blessing that we've been able to reunite in this way. What should we do now? Should we tell him the truth? You can let me break the news. I should be the one to do it. I'm sorry, but I should tell you that your dream did not create us. We are real people with our own consciousness. Like the last time we met, we are still investigating this dream, and we've already learned some things about it. So you mean there's something nefarious with this dream as well? Ilmon, what's going on? It seems the reunion of our family is destined to only be temporary. Huh? Is Mom leaving? Maybe. But in all likelihood, that is indeed how things will end. Oh. No, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand what's going on. Don't worry, Haidar. Mom's not going anywhere. Please, don't cry. Minar doesn't understand any of this. I'm fully aware that this is a dream, so that's why I've never told her the truth, but never mind. It's not like I would know what to say. I mean, I don't get any of the complicated stuff. But regardless of whether this dream is good or bad, you're here to resolve it, right? Yes. Then please, let us enjoy this moment for just a while longer. Regardless of whatever caused this dream to come to pass, I feel extremely grateful to have had the chance to reunite with my family. But does this dream really have to disappear? I'm afraid so. Sorry. Okay. I see. Please, come this way. You can go even deeper into the dream by heading in this direction. I have heard that the further down you go, the more pleasant the dreams become. And the answer you're looking for may also be found there. Go ahead. Thank you for helping us, and I'm truly sorry. You're welcome. It's not like I have any say in the matter. I'm just an ordinary person after all. Who am I to interfere with the work of a god? I'll be right behind you. I should at least let Minar and Haidar know what's going on here. Otherwise, my daughter might be mad at her mother after we wake up. We're not doing something bad, are we, Nahida? That depends on how you define good and bad. You go right on ahead. Cheer up, Dad. And Mommy, too. Thank you, Haidar. My baby. Das ist schon wieder eine Mission, die wo schon richtig reinhaut, ey. Holy shit. It's the same place again. This place is almost like a flight of stairs that connects all the dreams together. But they appear to be getting more and more aggressive.
Regular stairs wouldn't try to attack us. Wir sollten besser zuerst die Lage sondieren. Right. Something seems to be off about our theory. Ilmon is clearly aware that he's dreaming, and he's enjoying it. Rather than dreaming on a deeper level, he almost seemed more awake. I believe we're on the right track, but we just need another explanation. It's not that the dreams are getting deeper, it's the owner's attachment to the dreams that's getting stronger. But you would never mistake dreams for real life, right? Natürlich. Sometimes, Paimon almost wishes her dreams could be real. But it's just a quick thought. It's not long before Paimon's thinking about other things, like sticky honey roast. Listen, we're real beings living in the real world, and that's where our focus should be. This also explains the insubstantiality of our dreams. No matter what they may become, we don't really care. But if we decide to abandon reality and embrace our dreams, then our dreams will become far more substantial. Oh, wait! Paimon's starting to get it now? Your mind will begin to build the dream far more attentively, which in turn will make it feel more real. Do you remember how the Akasha can turn dreams into jnana energy? Constructing a realistic dream consumes a similar energy. Das heißt also, es gibt noch tiefere Träume? Does that mean there's a host of these dreams here like Milu during the Subzerus festival? If we wake that person up, this collective dream will end, right? Most likely. But the collective dream in Sumeru City was created by the Akasha, and now the Akasha has been turned off. This has nothing to do with the Aranara, and humans are not capable of creating a collective dream, which means... Es gibt eine Verbindung zwischen dem Besitzer des Traums und Akasha. Paimon träumt vom Schlaraffenland. Ja. So, did someone manage to restart the Akasha? That's impossible. But they are probably a scholar of the academia who had a close connection with the Akasha. Even so, how did they manage to do it? And how did they choose the host? Yeah, we haven't gotten to the end yet. Once we know their motive, all the questions will resolve themselves. Ich bin mal gespannt, wer das am Ende ist. Und zack. Oh. Gleich weiter. Commit to memory. This might hurt a little. Ah, das Ding mitnehmen. Und... All the water that used to be here has turned into rain. Then let's get through here before the water level rises. Jetzt habe ich schon zwei. Ging das Wasser gerade hoch? Oh ja, tatsächlich. Ah! We finally made it. The destination is right ahead. Jetzt bin ich gespannt, wer das Ziel ist. Wow, a new place. Well, it's just new to Paimon in this dream. This should be the final destination. Huh? Really? Etwas gewöhnlicher als erwartet. Yeah, these are just ordinary city streets.
I have powers related to dreams, so it's usually easy for me to tell who's dreaming and who's created by dreams. I guess only those who have thoroughly accepted this dream will be able to come here. There are so many people here. How can we find the host? Don't worry, I have a way. Schlagen sie alle K.O. Aber nicht aggressiv werden. I see everything. Lisa's always so calm. I wish I were the same. He's just in an ordinary dream, so it shouldn't be him. Ups. Ja, ich weiß, dass ich das nutzen soll. Hey, Shadia has such good taste. I can never go wrong with her opinion. No, it doesn't seem to be her. Who doesn't want a dream to last forever? Oder ist er der Illmann, oder? He's just entered the dream recently. It's definitely not him. However... Da haben wir ihn doch, oder? Ja. Sometimes I wish Rakesh... You know, Das ist Julius I've heard Caesar. that plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you play. Sorry, I've been a little busy these last couple days. Oh, the Dendro Archon. What a pleasant surprise. Oh, welcome, Great Dendro Archon. And your companions, too. Welcome. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. Yes, how may we help you? You already know all about me. There's no need for all the pleasantries. Perhaps I should call you the dream's owner? As expected of the Dendro Archon. I'm sorry, Amira. It seems my research has attracted the Dendro Archon's attention. Why don't you go back to the flower shop? I'll come help you a little later. Okay, of course, dear. I'll see you later. Oh, der scheint jetzt schon ein ziemlicher Sack zu sein. It appears that I was too naive to think I could deceive the Dendro Archon in person like this. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? This dream was built by the Akasha, and it has the power to create imaginary people who no longer exist in the real world. As for you, you found a unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up the ability to wake up? Impressive! You truly are the embodiment of wisdom. Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return, I'll answer the question you're most curious about. It's simple. Apart from you, this space only consists of real people who are dreaming and imaginary people who are created here. Although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking up. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. I have to admit, it really doesn't get much better than that. But even knowing all of that, one question remains. How did you do it? Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? It's because I've dedicated my entire reality to this dream. I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. Wow. Reiner Wahnsinn. Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha or a collective dream. No. You were motivated above all to create a hyper-realistic person.
The desire to reconnect with a real loved one is the one shared sentiment between all our dreamers. That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha has a jnana energy supply powerful enough for me to generate and sustain my models. The Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my purposes. Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. Huh? You mean the girl we just saw? She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. We studied, conducted research, and made breakthroughs together. Our rhythm was always in step. I felt like we were 2 separate bodies that shared the same heart. However, Elazar later took her from me. Und da hast du Leute versammelt, die etwas Ähnliches durchgemacht haben. Yes, I need more training samples to perfect Amira's personality. I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, I implanted signaling devices in their bodies. Oh, du Wichser. This way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. Little by little, they helped her to grow and develop a warm, human personality. To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research, I uploaded my consciousness as well, and became a part of the network. So, technically speaking, it's not that you won't wake up, it's that you can't wake up. Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my jnana energy. I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But, after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of jnana energy. That means everyone in the network is providing you with jnana energy. That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their jnana energy as fuel for the dream. They can wake up any time they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while they rest? I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for ourselves. Yeah, she's right. We're staying here of our own free will. I don't understand this at all, but I just want to spend some more time with my family. I don't want them to be sad. Thank you, dear. Great Dendro Archon, I hope you can understand. You don't need to gather around here. It's all right. The Great Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere with what we're doing here. Uh-oh, now he's playing dirty. Er benutzt die von ihm geschaffenen Phantome, um die realen Leute zu beeinflussen und bringt die realen Leute gegen uns auf. It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, then there's nothing the Archon can do. They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? If you understood humans a little better, or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. Sie ist überhaupt nicht unbarmherzig. Du verstehst sie überhaupt nicht. If you had used your talents and determination for a just cause, you could have become a sage of the new generation. Unfortunately, you've committed one of the 6 cardinal sins of the Academia by attempting the forbidden and fearing none. You equated people's feelings with cold jnana energy and deprived them of the pain that they have to face. You lured them into these dreams, and even now,
remain completely unaware of how evil all of this truly is. Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and retrace your steps. I secretly went back to the mountainside with Haidar. Minar was already there waiting for me, and Haidar was able to see her mother. Nein. You mean she isn't actually the real Haidar? Er schläft und sie ist neben ihm. No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to realize your wish of reuniting with your family. So, tell me, where's the real Haidar? She's still out there on the mountainside. That's right. And she must have been terrified to see her father not in his right mind. Not to mention the monsters in that area. The situation is very dangerous. If Haidar's still out there, then... What are you talking about, Dad? I don't understand. I must wake up right now. I can't leave her there alone. Oh. It seems the others have also remembered something. Ja, dass sie Sachen zurücklassen, wenn sie da sich an das klammern. People try to avoid pain and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human nature, but it is also one of their weaknesses. However, why are there still so many people striving to move forward, even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. They have families, loved ones, friends, and communities. They have dreams that they are still trying to achieve. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain. It's all just a well-devised scam. It seems like I've stayed in the dream for too long. I still have so many things I haven't done. Huh. I thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. But unfortunately, it means nothing now. If you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. Humans aren't as strong as you think, and even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and noise. Was passiert jetzt? Was? Monsters, be careful! All of you, please get out of here and find somewhere safe. I am the master of this dream. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry, they'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, leave now! Nee, wir machen einfach alle Monster platt. Oh, war schon, hä? Hier geht die Energie aus, mein Freund. You haven't won just yet. This dream is mine! If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise! Hey, stop! What's that? This dream is spiraling out of control and is collapsing now.
Amira! 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 Amira, are you all right? I don't feel well. No, no, no! Please, no! Die ist doch relativ hübsch jetzt, deine Alte. Hey, da lebt er noch. From there. Ruin my flowers. What should I do? Where did he go? He left because he doesn't want you anymore. Who am I? I'm not Amira. Glad that's over. But what happened just now? He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent a lot of Jnana energy creating monsters. Now the system is out of control. All the people he created also turned into monsters, including Amira. It's terrible, even for a dream. Even Paimon's freaked out. Paimon can't imagine what they're going through. Das ist wirklich der schlimmste Albtraum. The good news is that the chaos seems to have subsided. Now we only need to wake up the people here and let them return to their real lives. Amira. My dear Amira. They're all gone. It was just a big dream after all. I couldn't change my fate, and my knowledge turned out to be useless. What a cruel world. Do you still think this is our fault? I don't care about that anymore. The Jnana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters. This dream will soon collapse and my consciousness along with it. Let me disappear with Amira. I'd rather turn into dust than to ever wake up again. It seems that everything that's happened is too much for him. He's lost all hope. Auch wenn er sich das eigentlich alles selbst zu verdanken hat, bemitleide ich ihn doch auch irgendwie. I think seeing Amira turn into a monster was punishment enough for him. Ja. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time to revisit the meaning of existence. Existence? I'm different from the others. I've long given up everything outside of my consciousness. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your consciousness from here and put it inside a knowledge capsule. The Academia has probably kept your body, so you should be able to wake up soon. No need. Just let me disappear. Reality means nothing to me now. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. As for your life after that, it'll be up to you how you want to exist. Alright, Traveler and Paimon, we should go back. We can finally wrap up this whole thing. What's wrong, Nahida? Oh, nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. Du verarscht mich, war seine Schwester doch mit dabei? Oh, ihr Säcke, Alter, ey. Genshin kotzt mich so an, diese ganzen Hinweise immer wieder mal. So kleine Streudinger, so, vielleicht hast du was gesehen, vielleicht auch nicht, wer weiß. Oh, great. You're awake. Everybody has started to wake up, and we've heard similar reports from around the city as well. Ja, da hinten, die freut sich schon. From the looks of it, you were able to successfully resolve the issue. Yes, though it took us a good deal of effort. There will be many people gathering here shortly, so please do your best to maintain order. I need to go to the Academia with them now, but we'll be back soon. Are we
we going to ask about that scholar? Yes, but it may take some time for him to wake up after his consciousness returns to his body. We can leave the rest to the Matra. Warte mal, porten wir uns hoch. Oder porten wir uns dahin. Bring das Gefäß mit dem Bewusstsein zur Akademie. Wo ging das Gefäß her? Oh, it's the great Dendro-Archon. How can I help you? I would like to check the registration records of a Kasharawar scholar. He should be in an unconscious state right now. Okay, just a moment. Nach einer Weile. Sorry to keep you waiting, Dendro-Archon. We have confirmed that there's a scholar named Beinuni who's been unconscious for a while. The cause was improper operation of the Akasha. He hasn't regained consciousness yet, and is still receiving treatment at Bimarstan. Huh? Isn't his name Moses? I guess he didn't want to be recognized or bothered by anyone. Please, give the knowledge stored in this to the Matra, and ask them to import it into Beinuni's brain. Understood. But for safety reasons, I need to know why. It's simple. This contains his consciousness. It's long been trapped inside of a dream. He's committed an act that affected the safety of Sumeru. After he wakes up, I'll inform the General Mahamatra of all the details. I see. I'll take care of this right away. Thank you, Great Dendro-Archon. No problem. Alright. Everyone should have gathered at a moment of dreams by now. Let's head back. Waren die da unten oder da drüben? Ne, ist schon weiter unten. Da. Oh, da ist auch die Tochter da. Let's be quiet and just listen in. I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have just woken up. I'm sorry for interrupting your beautiful dreams. I may have acted a little cold when handling things in the dream. I sincerely apologize for that. Dreams have amazing power. They inspire us to remain resolute in the face of adversity and help those with aspirations achieve their desires. But dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort the truth. Unfortunately, you are all chosen as prey for an elaborate scheme. As I've said before, I am still learning, and cannot fully empathize with the pain of all the loss you've experienced. But just take a good look around you, and you'll see many other people who have had similar experiences. You should be proud that you've been able to gather here and look toward the future together. The path of life is long, and it's hard for us to see the destination. This leads us to ask a lot of difficult questions. What's the meaning of life? What's the purpose of my existence? Why do I keep experiencing pain and loss? Of course, the most comfortable choice is to stop progressing. Give up thinking, and just keep repeating whatever you're already familiar with. Whenever you have such thoughts, just look at the people and things around you. Some people work hard all day so that their families can have a hot meal on the table at night. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of Teyvat. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet still unknown, world-shattering catastrophes. Life is not just about yourself. Each and every one of your actions shapes you and the world around you. Look, friends and family will remember what you've done, and even some people you've never met may benefit from your actions. Therefore, many people will strive forward to forge new paths, even if they have to endure great pain to do so. Once you begin your journey on that same difficult yet rewarding path, you'll come to know the answers to those big existential questions, yet they will no longer feel as life-defining as they did before.
But if you were to believe that life is nothing but an empty, ephemeral dream, then that's also the only thing it'll ever become. You're free to choose how you want to live your lives, but as your Archon, I should first make this information known to everyone. In the end, it's up to you whether you want to embrace a beautiful dream at the cost of your real life. Nahida said she wanted to speak with us alone. It seems like she went to the plaza in front of the academia. Wo kommt denn jetzt die Katja her? War das die eine vorhin? Nur ohne mit anderen Klamotten? I'm getting ready to go on an adventure, and I'm taking this plant with me. Oh ja, echt? I shouldn't just sit here waiting for her to come back. Professor Aisha was so determined to explore those secrets, so I should go take a look too. Thank you. May we meet again in the future. Okay, die nächste, die wahrscheinlich drauf geht. Inas und Tana. Since we were neighbors in the dream, how about we rent a place together? Sounds good. I can't afford a house on my own anyway, but I'm sure life will get better. Oh, haben die zwei sich kennengelernt? Nasser? I discovered that Nasser and I get along pretty well. We both have pretty straightforward personalities. It also turns out we both disagreed with a Dendro Archon. One in real life and one in the dream. Ja, das ist ein großes Achievement. Kian? I'm still a little dizzy from sleeping so long. Just give me a moment here. Passt schon, die anderen labern genug. Wie schaut's aus, Ilman? Alter Hund. Thank you for rescuing me. I'm really sorry. Luckily, Haidar wasn't injured because of my stupid mistake. Dad said you're amazing. You're real heroes. Thank you. So, und halt, warte mal, du warst gar nicht dabei, ne? I'm really glad I reached out to you earlier. Otherwise, we wouldn't have been able to handle this situation on our own. You did a great job as well. So, wo gammelt jetzt die Nahida rum? Also außer, dass ich sie dabei habe. Achso, sie ist schon wieder oben. Ja. Hallo Nahida, hier ist Nahida. Zwillinge. Amazing, Nahida. Even Paimon was nearly won over by that scholar in that dream. Well, he's very good at manipulating the weaknesses of human nature, but perhaps he himself had fallen prisoner to them long ago. That dream was incredibly beautiful and enticing. Ordinary people couldn't see through it and easily lost themselves within it. But as long as you can still wake up, you can still move forward with your life. Ach, du bist viel reifer geworden. Huh? What makes you say that? Du kannst dich sehr gut in die Menschen hineinversetzen. Right. You said that you didn't understand human feelings, but we saw how considerate you were with all these people. Your speech just now really connected with everyone. You did a good job. Thank you. I've heard a lot of sad stories along this journey, and several of them have touched my heart. You can't say that the victims of the dream really did anything wrong, and what they wanted was also not unreasonable. That's why I could understand them when they tried to resist us and protect the dream. But all of my understanding and stirred feelings probably can't even account for even 1% of the pain they've experienced. I don't think this 1% can be seen as an example of what you call empathy. You're too hard on yourself, that's for sure. Absolute Empathie gibt's sowieso nicht. Alright. I suppose going out into the world will help my confidence grow. I've learned that emotions are nothing like knowledge, and that's why it's hard for me to put them into words sometimes. Beinuni, or Moses, said that I had never personally felt the pain of loss. But I have a vague feeling that this isn't true. The moment I entered the dream, I felt like I was wrapped in a blanket of warm feelings. It was so warm that it felt like I had returned to the start of my life, and I didn't want to wake up anymore. Heißt das etwa, dass sie auch etwas gesehen hat?
Ach, dann war das vielleicht? But when I opened my eyes, the feeling was gone without a trace. If I have to make an analogy for it, I would say I can no longer see words on a piece of paper after they have been erased, but I can still see the slight indentations of where the words had been written. But now that I've experienced this dream, I think I can say with confidence that I won't dwell too much on the meaning of that warmth. It's enough that I can tell I was once supported by that warmth, and its existence has allowed me to get to where I am today. If I dwell too much on its exact nature, I would be putting the cart before the horse. I gave a speech to inspire my people, so if I were to fail to live up to those words myself, then that would be too embarrassing. Die höheren Herren Rukutevada hat Nanita bereits mit ihren Taten verändert. Selbst wenn die Welt sie vergessen sollte, Nanitas Wille und ihre Wünsche sind bereits der Beweis dafür, dass sie existiert hat. Ich sollte ihre Denkweise mehr respektieren, anstatt auf die reine Wahrheit herumzureiten. Hey, what's with that serious look? Dass das jedes Mal damit anfängt, irgendwas mit, mir wollen es ihr sagen. Stunde später, nein. You keep looking like there's something you want to say. Is there anything you want to tell me? Nichts Wichtiges. Okay. Since we just woke up, let's stretch a little bit. A new day is about to begin. Ziemlich schneller Sonnenaufgang. Serpentia Oromastis. Erster Akt abgeschlossen. Schön. War eine lange Quest, muss man dazu sagen. Und vor allem auch eine redeintensive Quest. Aber hat mir gefallen. Gut, ich mag die Nanita sowieso besonders, aber das Ganze war eigentlich auch interessant mit den Träumen und so. Schön. Schön, schön. Ich denke mal, wir machen dann im nächsten Stream vielleicht den zweiten Teil oder was anderes. Schauen wir mal. Ups. Runtergelaufen. Was machen wir jetzt halt? Ich glaube, für die wir auf YouTube aufnehmen, da machen wir mal Schulbus hier. Und wir haben dann noch... Haben wir nur 22. Wir haben dann noch das Bennett-Ritual vor uns. So. Wie viel haben wir eigentlich? 22,56. Schnitt immer in der Richtung. So. Warum kriege ich gerade eine Verschwörung? Was meinst du? War doch ein relativ normaler Abschluss. Irgendwie heute sehr ruhig ohne die üblichen Verdächtigen. Ja, vor allem die Lustige, die waren am Anfang mal da. Jeder hat einen Satz geschrieben und sind dann nicht mehr aufgetaucht. Schweinerei. Oder sind die heute nicht auf so einer Comic-Messe oder so? Haben die nicht mal was gesagt? Wobei die wahrscheinlich schon lange rum ist, aber... Da ist er. So. Und damit signalisieren wir den Abschluss des Streams heute. Dokuni ist doch... Ja, die haben doch auf irgendeiner anderen geredet. Bei Ihnen dort. Das sind ja mehrere im Jahr. So, Bennett down. Damit wir das auch nicht vergessen. Weil Pumpman kommt erst seinen Sachen nicht nach. Achso, nee, kein Problem. TTHF, guten Abend und schön, dass du auch da warst. Ist ja kein Zwang. Jeder macht, was er meint. Oder zockst Star Rail, Fire Emblem oder DDLC, ja, X3, ja. Genau. Kann man ja alles nebenbei machen. Jedenfalls war es mal schon ein schöner Stream. Es war eine schöne Geschichte von Naida.
Bei sowas denkt man sich dann immer, verdammt, hätte ich es mal früher gemacht, aber es ist sowieso immer so viel zu tun. Warte mal, ich wechsle gleich wieder. Wen hatte ich da? Die Ding. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auch allen dann noch eine schöne Nacht. Und ein schönes verlängertes Wochenende. Ich weiß nicht, der Feiertag ist ja überall, ne? Stimmt, das ist doch der 1. Mai-Feiertag, oder? Irgendwie so. Genau, nächstes Mal machen wir einen zweiten Akt auf jeden Fall. Was ist verlegenwages Wochenende? Was? Warum? Da ist Pumpman. Jetzt taucht er auf, jetzt wollen wir aufhören. Jetzt hat er Bennett verpasst. Oder warst du da? Wie jetzt hier reinschneiden, weißt du, jetzt wo man... Der Arsch von Arbeitgeber sagt, arbeiten am Monat. Boah, echt? Boah, das ist ja arschig. Die brauchen doch ihre scheiß Zeitungen nicht am Montag. Die sollen das Internet nehmen für Montag. Ah, Buchmesse war's. Ja, da kannst du ewig fliegen hier. Ich hab Montag frei. Ja, ich auch. Gott sei Dank. Ah. Something on your mind again? That's worth it. Ruhig, Naida, wir haben gerade genug von dir gehört. Naja, shit happens. Ja, das ist das Typische. Der eine Kollege von... Auch nachts arbeiten. Der eine Kollege von uns auch, der hat eigentlich nächste Woche Urlaub. Der ist trotzdem Freitag, ich glaube, drei Stunden länger hat er gearbeitet. Und ist Samstag dann auch rein, weil er noch was aufräumen wollte. Da habe ich auch gesagt, ey, das würde ich niemals machen. Wenn ich Urlaub habe, bin ich raus am Freitag als erstes. Aber gut. Badam bam. Also nochmal, ich wünsche dann allen eine gute Nacht. Und man sieht sich dann hoffentlich das nächste Mal. Und dann machen wir dann mit der Naida Teil 2 weiter. Und je nach Zeit können wir ja vielleicht die Dea auch noch hinterher schmeißen. Oder noch ein Event. Ne, das andere Event geht ja jetzt 2 Wochen, ne? Schauen wir mal, was kommt. Ja, also dann nochmal an alle gute Nacht. An alle schönes verlängertes Wochenende. Oder wenigstens das Wochenende, was sie haben. Und schön, dass ihr da wart. Auch wenn es nur kurz war. Macht's gut und Servus.
Ciao.